Heal the world, make it a better place. For the Donau-Hai and the Danube and the Gabriel Schaffler. No porn for 6 months. Okay, so I'm gonna. wasted as fuck. Dann mal Wortdeutsch reden, gar nichts. Komplett unverständlich reden die. Gar nichts. Yo, ein herzliches Yo in die Runde. Hey, I was beginning today. Sorry. Like, don't steal my thunder. Sorry. Should I begin now? Are we going to include this? Grüß Gott and welcome to the Worst Guide to Living in Austria. I am Jacob Moss, one of your hosts, and we have my co-host Gabriel Schaffler in the studio today, looking like a ray of sunshine. Absolute opposite right now. He's rubbing his eyes. Yeah. He looks like dog shit. Why do you look like dog shit, Gabriel? Ja, hallo und herzlich willkommen zuerst mal. No, cut that. Tell us your story. Why are you... Ich bin ein bisschen fertig, muss ich gleich gestehen. Yeah, see, I am the professional one in this relationship, in this podcast Das stimmt. Heute. partnership. Heute einmalig. Normal bin ich immer der voller Vorbereitung ins Podcastzimmer rennt und sagt, Jacob, komm, let's go. Und er immer, na. And he skips in the studio. Ja, genau. Heute habe ich mich hergeschliffen und der Jacob hat schon wie so ein junger Hundewelpe an der Tür gewartet. Let's go. Ja, ist gut. Mir geht's gut, dir geht's gut. Ich habe ganz viel Cola und Kaffee heute mitgebracht. Das brauche ich heute. Yeah? Ich war nämlich gestern Now auf the einem story. Concerto. Ja, auf einem Konzert. So that's a fancy concert? That's a fancy word for a concert, a concerto? Ein Concerto, ja. Das sage ich immer, um intellektueller zu wirken. Okay, so what was the concerto? Ja. Es tangiert mich nur peripher. Auch das kannst du merken. Wenn du smart klingen willst, sage ich immer, es tangiert mich nur peripher. So, es interessiert dich nur ein wenig. Ja. Okay, Concerto gestern, gibt es eine lange Story. Ich habe mir die Tickets vor 2 Jahren gekauft. Wow. Ja, also das Konzert wäre eigentlich, glaube ich, am 20. April 2020 gewesen. Mhm. Und ja, dann kam Corona und es wurde extrem oft verschoben. Und ich dachte schon, ja, es wird gecancelt, keine Ahnung. In der Zeit ist die Freundin, mit der ich die Tickets eigentlich gekauft habe und aufs Konzert gehen wollte, auch noch schwanger geworden. Also viel Shit ist passiert. You had nothing Sie ist to do jetzt with that, hochschwanger right? und ich musste dann schnell jemanden anderen finden. Auf jeden Fall Konzert hingegangen, 2 Jahre später. Es war wirklich, das Warten hat sich ausgezahlt. Geht's alle auf Konzerte, liebe Leute. Ich war Giant Rooks in der Arena. Ultra nice. Und kann ich jedem nur empfehlen, wieder auf Konzerte zu gehen. Es ist wirklich, du siehst irgendwie, wie die Leute so heilen dort, wenn sie in der Menge stehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist echt irgendwie, du siehst, ein paar sind noch so unwohl und fühlen sich komisch, irgendwie mit vielen Leuten zusammenzustehen, aber... Were people wearing masks? Na, Yeah? ich wusste auch nicht eigentlich, es ist ja jetzt irgendwie schon von der Regierung Corona-Free Time eigentlich, mehr oder weniger. Also in den Krankenhäusern schaut es wahrscheinlich anders aus, aber irgendwie, du kannst jetzt schon überall reingehen ohne Maske, außer in Supermärkte. I've lost track of the rules. Ja. So nobody should use this podcast as a Das auf keinen Fall. guide. Worst Guide. Corona-Regeln. Worst Guide. Okay, so you were at a concert. There was no people weren't wearing masks. Und es war auch Outdoor und gestern, nice. Es ist ja klassisches zares Aprilwetter gerade, ja. Jetzt ist gerade richtig düstere Weltuntergangsstimmung. Es nieselt den ganzen Tag und ist feucht und kalt. Gestern war es aber traumhaft schön. Ja, es war schönes Wetter, war gut für ein Open-Air-Konzert einfach. Es war alles, ja. Und ich hatte 1, 2 Bierchen, habe ich mir zu viel reingestellt. Okay. Aber war auf jeden Fall nice, kann man nichts sagen. Ja, und damit begrüße ich euch alle mit diesem kleinen Opener. Herzlich willkommen, liebe TWG-Gang da draußen. Ich smooth rein, Mann. No. TWG-Gang. No. It's Nicht? never gonna catch on. Ich glaube schon. Only in your circles, Gabriel. Das stimmt. Das stimmt nicht. Ich wurde schon auf der Straße, yo, TWG, what's up? Das war so wie Eastside, Westside Handchecks. People from across the road are yelling that out to you. Hey, Gabriel, TWG, man. What's poppin', bro? Alter. Mann, ich muss jetzt kurz wo ich hierher gegangen bin, habe ich eine Frau gesehen. Boah. What? You Ja, saw a Frau? Eine Frau, ja. Wow. Auf jeden Fall, kennst du das manchmal, wenn du Menschen siehst und die haben so witzige Frisuren? Ja. Und denkst du einfach nur mal, was ist denn hier passiert? Ja? Ja. Sie hatte, also
ich weiß nicht, ich musste so lachen, weil sie hatte lange Haare und drüber hatte sie so eine Lederjacke, also über den Haaren, also bei den Schultern praktisch und die Haare sind dann in die Lederjacke rein. Okay. Und sie hatte wohl einen langen Dreadlock-Rattenschwanz. Kennst du das? Ja. Früher war das wenn so die Leute hinten im Knack so einen Rattenschwanz hinten hatten. They're not in anymore. Na, gar nicht. No? Sie hatte auf jeden Fall einen langen Dreadlock, Ja. der, weiß ich nicht, unters Steiß ging und der war so wirklich bis unterm Popsch, unterm Arsch und das war so wie so ein Schwänzchen, was so weg war. Also es war so wie so, als hätte sie einen Schwanz hinten, also einen Tierschwanz. So it was hanging between her legs? Yeah. Like it went under the jacket and continued to go underneath the end of the jacket and you could see the dreadlock. Und es war wirklich hilarious, weil But how do you know it was a dreadlock? Ja, es hat so ausgeschaut. But Was soll es anderes sein? maybe it was a tail. Ich habe mir dann... Maybe it was a mythical creature. Könnte sein, Mann. Und sie hat... Ja, es könnte sein, Mann. Wer weiß, was heutzutage alles schon abgeht. How long was the leather jacket? Ja, normal lang, würde ich sagen. What is normal long? Like in the Matrix, they wear very long Ja, leather das ist jackets. definitiv nicht normal. Aber ich habe das Gefühl, durch die Matrix ist wieder dieser Lederjackenhype oder vielleicht immer zeitlos. Yeah, but Lederjacken. I think leather jackets are timeless. Ja. Hast du eine? Yeah, I have one. I traveled all of Europe when I was like backpacking around. I was looking for a leather jacket because for some reason in my head, Italy was like the place to buy a leather jacket, right? So for some reason, I thought in my head that they specialized in leather. Sind There's schon something wieder so klassische Stereotypen. Something about those Italian cows. They've got the quality leather on them. And I don't know, maybe it's American cinema, you know? Like Scarface and all. He wears a leather jacket in that, no? Yeah. Anyway, was he Italian? Boah, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es wird ja auch, so Lederjacken werden in Filmen immer so als Stereotyp für so Rowdies verwendet, so für Bullies in der Schule oder so. Yeah. And the cool kids. Und die Cool Kids. Ja. And the cool kids still wear leather jackets. I love that. Like, I have a leather jacket. And so anyway, I traveled Europe. I traveled the world looking for a leather jacket. I didn't find any that I liked. Mama, ich mag raus aus Australien. Warum? Ich muss nach Italien. Ich brauche eine Lederjacke. Oh Gott. Exactly. Well, I was a teenager. I wanted to, look the part. It was an important thing in my life back then. Anyway, I came back home. I didn't find the leather jacket. I failed my mission. But then I went into a thrift shop and I found this beautiful brown leather jacket. It's actually by an English tailor and it fit me so beautifully. It was like a second skin. It was so beautiful. And it looked like this leather jacket. Do you know Tyler? Mm-hmm. Do you know Tyler? Nein. Mm-hmm. Fake it till you I make know it, Mann. Tyler. Ich bin heute. When we're talking about the cool kids, Ich you liege just dir want to auf den say, Lippen. this is like when somebody says to you the band, like I was Yeah. pretending to know what band you're talking about right now. Aber I got das sind no doch diese- idea of Das what sind band. doch diese klassischen Situationen. Kennst du, wenn du auf einer Party Smalltalk hast und Ja. jemand erzählt von einer Band oder sowas? Ja. Und kennst du die? Und du, ja, Ja, voll gut, ja. sure. Und kennst du genau das Lied und du so, ja, na, ich glaube, am Album fand ich ein anderes Lied besser. Und du bullshittest dich so around irgendwie, um irgendwie im Gespräch teilzuhaben. Yeah, especially if it's a good-looking person or like Yeah, somebody you genau. want like the approval from. You really like just nod your head. Yeah, sure, Yeah, sure. yeah. And then they ask a follow-up question. Ja. And then what do? Und dann, dann musst du wirklich kreativ werden. I continue with the lie. Ja, I don't know ich about auch. you. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Yeah. Weil es gibt ja noch keinen Weg mehr zurück. Du Ja. kannst dann nicht sagen, ach so, nein, ich meinte doch die andere Band. Ich meinte nicht 50 Cent, sondern 40 Cent, sorry. Weißt du, was? Yeah, but you can go back on the lie, but it is a walk of shame. It is a walk of shame. Ja, aber wenn- you can just cut the conversation short and be like, look, man, I didn't expect the follow-up question. I bullshitted. Na, ich glaube, das macht keiner. Ich glaube, man zieht es dann durch. Mir hat, Ja. mir hat mal ein Freund gesagt, und das ist, glaube ich, echt so seine Lebensphilosophie. Was hat er gesagt? Besser im Nachhinein entschuldigen, als zuerst um Erlaubnis fragen. Yeah, that's true.
That's my Das life. heißt, er macht sein Ding und obwohl er vielleicht weiß, ist vielleicht nicht so lässig. Yeah. Und wenn es funktioniert, nice. Ja. Und wenn nicht, dann sagt er halt, sorry, habe ich nicht gewusst irgendwie. Yeah. I think that's actually what we're all doing. We're just making up as we go along. Ja, das stimmt. And then, Anyway, the leather jacket was beautiful. And it's Tyler from Fight Club, Brad Pitt. And Ja, aber wer ist Brad As Pitt? I have Tyler? a lot of he's Tyler, Yeah, Tyler yeah. Durden. Tyler Durden. And as I have a lot in common with Brad Pitt in my physique, just not the face. The face. Did you just laugh? Ja, I heard something in the mic. ich glaub, Brad Pitt ist nicht so Harry Chesty. Okay, so I'm a Australian wild man that has skipped a Wild stage thing. in evolution. Version of Brad Yeah. Pitt. Let's put That's it as that. possible, definitely, yeah. So, Gabriel, it's lovely to be here with you. Ever since you've been the co-host, we just get feedback that is phenomenally positive. Ja. I must say, 5 stars all round on Spotify and Google Podcasts. Habe ich alles mit meinen Accounts gemacht, um mir den Job zu sichern. You've got like a Russian Ja. bot farm. Einmal die spanische Gabrielo Schafflero, einfach mal 5 Sterne, Yeah, alle gemacht, alle durchgemacht, hat funktioniert. exactly. This is where you get all your concerto tips. Vielen, Only the fancy concerts, not where the commoners slum it. All right, so vielen Dank, where Jack. was- Ich finde, du machst das auch where sehr, was the sehr gut. concert? Where Huh? was the concert? Arena, habe ich schon gesagt, musst zuhören. Mate, that's on the Arena, other side. by the way, geil, einer der geilsten Venues in Wien, finde ich. Arena Yes. finde ich ultra nice, das hat so einen kleinen Dorfcharakter. Yes, Echt? but everybody does feel like they leave there with hepatitis A to Z. It is a bit mucky. It is a bit dirty and grungy, but that's what we like about it, no? Ich finde auch, das gehört I voll love dazu. Ich finde sowas viel besser als irgendwie so über hygienische okay, war das falscher Satzbeginn. Aber kennst du diese sterilen Venues, wo halt irgendwie, Ja. wo du siehst, da ist irgendwie kein Leben. Ich Ja. finde, es ist erst ein Leben, wenn du aufs Klo gehst und es ist voll gestickert mit irgendwelchen Aufklebern Sticker the shit on und the irgendwie walls. Tags auf dem Klo Smeared on the und walls. ja, ich finde, das hat irgendwie so einen Charme. Ich finde, nirgendwo anders würde ich gerne eine Indie-Rock-Band hören, oder? Yeah, for sure. I love that place, and the fact that it used to be a slaughterhouse. A Schlachthaus, which is even a lot more lovely word in German. Schlachthaus klingt ziemlich brutal eigentlich. And imagine if you live on Schlachthausgasse, Ja. which is an actual street leading to the arena. Ah, echt? Yeah, Das wusste ich nicht. yeah, there you go. There's the first fun fact today. There's plenty coming your way, buddy. I thought I'd bring in a wave of fun facts, considering you're in the finest form. Heute rasierst du, Bruder. Heute rasierst du mich. Sehr gut. I'm not going to take advantage of your poor state. Ich I'm würde going es to auf jeden carry Fall you. machen. Ich würde es auf jeden Fall machen. No, you wouldn't. You Aber would, danke. I'm going to Du carry you bist- today Du bist ein Schatzi. like a Und eins noch bei Arena. injured bunny. Eins I'm will ich gonna- noch sagen bei Arena. Danke. Injured Bun. Naja. like a bunny, like an Easter Von- bunny. Die Geschichte letzte Woche war auch hervorragend, muss man Yeah, sagen. that's how most people describe the last episode, an injured bunny. An injured podcast episode. Ich fand's herrlich. Wo ich es geschnitten habe mit der Mucke, Mann, ich habe Tränen gelacht. You did Wurst- cut it very well. Danke, ja. Da viel Liebe. Viel Liebe. Ja. Auf jeden Fall Arena, das muss ich noch sagen, das muss man wirklich sagen. Ultra nice, wenn es draußen ist, weil es auf einem Hügel ist. Yeah, Und du siehst immer perfekt, finde ich, zur Bühne. that's true. Und das ist so smart, Ja. weil ich hasse es, wenn es ein geiles Konzert ist und du siehst nichts. Und Ja. du bist halt einfach in der Menge. Yeah, Aber ich finde, das kann man ja eigentlich easy überall outdoor lösen, wenn du einfach so einen kleinen Hügel aufstellst und Ja. alle stehen halt immer ein bisschen weiter runter. yeah. Wie auf it's so einer really Stiege cool. irgendwie. Yeah, I love it. I used to go to every Friday night before so the arena always has this party, Iceberg. Na, kenn ich nicht. You don't know it, and it's this monthly party. I think they would have relaunched it since For Aussies, Corona sorry. is behind us, you Yeah. know, because masks are off, let it all out. No, and it's like one of these parties where they have different rooms. Mm-hmm. You know how big the arena is, and they have different rooms, and each room has a different genre of music. So like you have hip hop in one, Deutsche Rap in another, and like the top 40s and stuff, Mm-hmm. you know, and it's the perfect party where you want to lose your shit in a silly way. You know, like even if you went there by yourself when you're feeling shit and you just want to lose it in a silly way, because it's not where one of these parties where you have to act like you're part of the cool kids, you know, you don't have to Yeah. wear your leather jacket there.
you can just go there and people are just going nuts. They have a good time. There's plenty of space. It's huge. Welche Mucke spielt's dann da? Eisberg? Gibt es noch? Iceberg, yeah. I think they would have relaunched it. They had it up until the pandemic, and then they relaunched. Aber spielen da Bands oder ist so DJ? No, it's just DJs. Okay. Und I don't even know Mucke? if they have a DJ. They've probably got a Spotify playlist going on. Wahrscheinlich. Aber welche Mucke? What's Mucke? Musik? Muckis? Nein, Musik. Welche Muckis? Musik, Bruder. Welche Muckis? Welche you Muckis? need? You're gonna need your Beine. Ja. Beine Muckis. Your Muckis in your Beine. Es gibt auch zu viele Abkürzungen für Mucke. Es gibt ja auch das Tier, eine Mucke. Really? Ja. Oh yeah, the mosquito is a Mucke. Oder as well. mach keine Mucke. What's und that? die Mucke. What's mach keine Mucke? Mag keine Mucke? Yeah. What's kind of mocha? You mean that's what the Italians say when they don't want a ist coffee? eine spezielle That was really Rösterei bad. aus Italien. Mag keine Mucke. It's when an Austrian and an Italian mated. Ja, And they created mach the keine coffee. Mucke ist so, mach jetzt keinen dicken Max. Oh Okay. Gott. That's Richtig great. Deutsch Thanks for geschrieben. translating that for the Ja. all those non-German speakers out Das there. ist das, wenn Leute Fremdwörter erklären mit anderen Fremdwörtern, die keiner versteht und dann, okay, thanks for the explanation. Ja, halt nicht aufmucken ist so wie dich da jetzt nicht aufblasen, da irgendwie zu sagen, du bist der Größte hier. Aha. Weißt du, was ich meine? Okay, where I blow myself up. Ja, genau. Okay. Und dann sag, muck jetzt nicht auf irgendwie. I would never do that to you, Gabriel. Ich weiß, ja. I think very little of myself. Ich weiß. Ich habe aber auch, muss man sagen, bei der ersten Podcast-Folge hier sind wir ins Zimmer gegangen und ich habe einfach mein Leiberl ausgezogen, um den Jake mal zu zeigen, dass ich echt hier viele Muckis habe. Und, oh Gott. Similar to Brad Pitt. Anyway, Ja, genau. moving on. What's on your Zettel today? It's Zettel time. Zettel Zettel time. Mit einem verkaterten Gabriel und einem wirklich overloadeden Jacob, muss man sagen. Du hast wirklich zu viel Sonne in Valencia getankt, Ja. muss man sagen. I didn't have my CBD today. Oh Gott. Ja, das ist es wahrscheinlich. No. CBD-Boy Jacob. Was ist auf meinem Zettel? Warte, für alle, die sich kurz fragen, kannst du im einen Satz sagen, wie war denn der Urlaub, mein Lieber? Valencia. I was in Valencia. I am sun-kissed. Ja. I'm back to my natural farbe, which is a nice olive brown. Ein Idiot, Alter. Olives aren't even brown. Anyway, a nice olive green. Idiot. I had many olives while I was there. I Ich habe ate mich a lot. olivenfarben gebräunt. Gott. It was awesome. Like, this spot is a hidden. It's not even hidden. It's actually a city. Ist eine echt Many bekannte people live City, ist there. überhaupt nicht hidden, Mann. It's a hidden insider tip. Ja. No, I really fell in love with this city deeply and passionately this time around. We were staying in this area called Cabanyal, which is the barrio right next to the beach, the Barrio. playa. And yeah, we spent a lot of time at the beach. We had a lot of paella. Paella, All the ja. Spanish people Paella, listening ja. to this podcast, I apologize. Yeah, and it was great. I got some sun, and now I'm back, and I'm full of energy, and here with you, who is just filling me up as much with the energy as the sun in Valencia did. Oh, das ist süß, mein Lieber. Just your Sollen wir uns smile. kurz küssen? Na, Spaß. Das will ich Das gern. machen wir später, wenn die Mikes aus sind. Aber Valencia, ultra nice, kann ich auch jedem empfehlen. Ich war da leider nur Have you been there? ein paar Tage mal. Aber das liebe ich in Spanien. Da gibt es eine App, Jego heißt die. Ladet euch die alle runter, wenn ihr Urlaub macht. they're not sponsoring this podcast. Ah, Please sorry, dann edit this. vielleicht eine Sektion. Es gibt viele Apps am Markt. Ja, okay. Wurst auf jeden Fall, da kann man so wie hier Lime oder sowas, nur mit Mopeds, Elektromopeds. Und das kommt hier jetzt langsam auch in Wien an. Und das ist einfach eine coole Erfindung, weil ich habe das Gefühl, dort ist immer Moped-Wetter. Ja. Und das ist schon ein cooles Lebensgefühl, wenn du dir schnell mal dich auf eine Vespa schwingst und irgendwo hinfährst. Das muss man echt sagen. But if you're not a lazy fucker like Gabriel, you can just walk the streets. That's what most people do. Ja, ich bin echt zum Spaziergänger geworden, muss man sagen. Ich feiere das richtig ab. Ja? Ja, muss ich echt sagen. Also ich bin vorher immer gern spazieren gegangen, aber jetzt, es vergeht kein Sonntag, wo ich nicht 2 Stunden gehe. So. Ja? Ja, aber ohne Ziel manchmal, das ist ganz cool. Yeah. So where do you go walking on a Sunday? Oft fahre ich weiß nicht, in den 18. dann hoch irgendwie Türkenschanzpark, ultra nice. nice. Oder Schönbrunn sehr gerne.
I feel like everybody got enthusiastic about walking during the pandemic because that's all we could do. Like you couldn't go out, and people weren't getting as hungover as often. Sorry, I've got hiccups right now. Everybody got very excited about walking. Sorry, I was hiccuping inside, not outside, because that would be rude. So walking is a thing now since the pandemic. Thanks, Corona. Yeah. Everybody's walking more and using their legs, their Beine, Muckis. Aber es ist super nice. Ich mag's gerne. Wurscht, auf jeden Fall kommen wir zu Tattle Time. Ich habe was aufgeschrieben. Lovely. Und zwar, das war die Woche. Kennst du dieses Aufschieben, ja? Prokrastination. Das hittet manchmal different bei mir. Vor allem, wenn du irgendwie so, ich habe einen Spülkasten zu Hause. Spülkasten, ja. Das ist beim Klo, dahinter der Spülkasten, wo man drückt zum Runterlassen, wenn du Regenbogen entlässt aus deinem Anus. Ja. So Spülkasten is the thing behind your toilet where the water is, no? Ja, genau. Yeah, and you push it and the water comes out. Wo in Filmen oft irgendwie Drogen oder so. Or a rainbow in your account, apparently. Ja. Auch komisches Versteck. Würde ich nie dran denken. Auf jeden Fall, das war bei mir irgendwie undicht, und es hat runtergetropft, aber richtig wenig, aber so, dass immer eine kleine Lacke da unten war. Okay. Ja. Und ich habe sicher ein halbes Jahr immer nur ein Handtuch drunter gelegt und alle 3 Tage das ausgewechselt und ausgedrückt und ein neues Handtuch. Und ich war so, das mache ich nächste Woche. Wo ich mir echt dachte, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich so ein fauler Hund bin und nicht meine Vermieterin anschreibe und das endlich mal auswechseln lasse, bis ich mal runtergeschaut habe, um ihr quasi zu sagen, hey, der Spülkasten ist kaputt, schau dir das mal an. Und dann habe ich Fotos gemacht und es war einfach wirklich extrem verschimmelt, alles, das ganze Rohr hinten, es war alles dirty as fuck. So you opened up the pipe? Nein, ich habe unter dieses Rohr auf die Unterseite geschaut und es war alles hart verschimmelt, es war mega grindig und dachte ich mir, da bin ich das letzte halbe Jahr jeden Tag 2 Stunden sicher gesessen. Gut, ist übertrieben. 2 Stunden ist nicht looking at all your positive feedback from the messages that we're getting coming in. So mache ich das immer. Das ist dann meine Office-Zeit. Toilet time is Toilet time is ego time. I need my ego stroked while I'm on the toilet. Ich sitze manchmal, Tipp von mir allgemein, wenn ihr kacken geht, nehmt nicht das Handy mit. Das ist wirklich ein Zeitunterschied von einer halben Stunde. Yeah, wirklich. And you also, it's good time to think, no? Ja, das und du sitzt halt wirklich dann eine halbe Stunde auf der Schüssel, scrollst herum. Schüssel? Und dir schlafen die Haxen schon ein. Ja, und ja, völlig wurscht. Auf jeden Fall, ich habe es endlich ausgewechselt. I'm sorry, but if your legs are falling asleep while you're on the toilet, Gabriel, you've sat on there too long. Ich weiß, Mann, das ist mir schon so oft passiert, das glaubst du gar nicht. What are you doing on there? Ja, Mann, einfach keine Ahnung. Cutting the podcast. Habe ich auch schon gemacht. Manchmal nehme ich mir wirklich meinen Laptop. This podcast is infected by your poo time. Ja, jeder wie er will. Auf jeden Fall. Go on. Wurscht, dann ist der Installateur gekommen. Das geht jetzt zu zweite rüber. Dann ist der Installateur gekommen, hat es ausgewechselt. Und kennst du das, wenn Fachmänner oder Fachfrauen einfach zu viel Liebe, oder ist gut, dass sie so viel Liebe für den Beruf haben, aber dich zu sehr voll labern mit dem. Ja. So, ich will nicht wissen, welches fancy Modell das jetzt von dem Spülkasten Really? ist. I love that though. Ist mir zu viel. Er hat gesagt, das ist jetzt ein Markenteil von Gabriel oder wie das heißt, wurscht auf jeden Fall. Er hat dann so echt 15 Minuten darüber geredet. Über diesen Spülkasten, was der nicht alles kann. Okay. Ich dachte mir, okay, nice, aber für mich als Endverbraucher, ich drücke einmal kleine Taste und einmal große. Mehr interessiert mich das Ding gar nicht. Wirklich gar nicht. Weißt du, was ich meine? But it's about, isn't it all about learning, Gabriel? And you learn something about your Spülkasten. Ja, aber das ist kurzer Schwenker noch, ich war mal mit meinem Vater einen Fernseher beim Gerngroß kaufen. Ja? Und dann gibt es entweder die Leute beim Saturn, die sagen, ja, das ist ein Fernseher, hier musst du draufdrücken, dann geht er, ciao. Die überhaupt keine Ahnung haben. Oder die wirklich jedes Modell, jede Röhre perfekt wissen. Ja. Und mein Vater und ich waren halt da, okay, das ist das Budget, so groß soll das sein. Und der hat uns einfach wirklich eine Stunde
100 Fernseher gezeigt. Es war einfach too much, man. Wir haben so, okay, sag jetzt einfach, welcher gut ist, was preis-leistungstechnisch passt und nicht irgendwie auf wie viel Pixel genau welches Farbspektrum reflektiert wird. Das ist zu viel, Mann. Too much information. Yeah, you walk out exhausted. Kennst du das? Yeah, of course. But I tend to find that most salespeople or most people in these stores aren't really that talkative. You know, they don't really, they're not so invested. But I'm not sure what Gerngross you're going to, because most sales... Es gibt nur einen. and there's more than one. Gerngross gibt es einen in Wien, das Kaufhaus auf der Mahü. All right, whatever. Sorry, I'm not as educated on the shopping malls, Gabriel. Passt schon. Ich wusste, es steht 1-0, 1-1. Ich wusste nicht, wo die Schlachthausgasse. Anyway, I don't want us to trail off from this strain of thought where we're talking about it's all about life is about learning. Ja. Because I remember last week we were talking about productivity and, you know, when you get up and stuff. And these inspirational kind of Instagram accounts and stuff. We weren't specifically talking about that, but we were talking about these people that are highly, you know, they're on crack or something all the time, and they're always trying to get other people on the crack of their success, whatever. And I found I had something pop up in my feed the other day that I thought I would put to you, because you are so much a person that loves these kind of inspirational quotes. But it's from an account, an Instagram account called Entrepreneurship Quote. Very creative. Das ist mein Jam. Das stimmt wirklich. And I've got to describe the picture of this post, right? Because they've put white text on a picture of some dude with his shirt open, like with this pinstriped shirt open on the beach. And he's just, I don't know who this guy is. Maybe he's the guy that came up with this 6-month challenge, right? Yeah. And he's standing on the beach. He doesn't look inspirational at all. His legs are very scrawny. He's got no butt at all. He's got the leg day. He's got a receding hairline. He's got these like aviator glasses on, you know, like what was this show? Top Gun, you know? Yeah. This cult classic. Anyway, the 6-month challenge. All right, it begins like this. This is what you have to do for the next 6 months, Gabriel. Okay. If you accept. Hit me, baby. So for the next 6 months, no porn. That's the first thing on the list. Dann bricht das Internet zusammen. This is like, why is that the first thing on the list? Wake up before 8 a.m. That's reasonable. Das mache ich schon jeden Tag eigentlich. Ja. This one's very relevant to today. Drink only water. Nur Wasser. Nur Wasser. Okay, easy. If beer is included in this category of liquids. Read 15 pages a day. Ja, that one you do anyway. Ja. Work out 5 to 6 times a week, which you do. Aktuell, ja. When you're not drinking, Mann, only water. Du stellst mich jetzt so wie den Vogel da. Take risks. Take risks? Ja, gut, das ja. You do sicher. that. Jeden Tag. You're a risk taker. Like this guy in the picture. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Yeah, right. I thought the other thing was your motto. Make it up as you go along. And start a side hustle. Okay, ja. Yeah. Das mache ich. That's what this entrepreneurship quote challenges you to do. So no porn. Yeah. That'll probably be the hardest part. And I don't see why porn is a thing that would stop you from success as an entrepreneur. I think it's motivating, if anything. It's not something that holds you back. Ist es nicht Wolf of Wall Street? What? When he's doing is this that. Kind of porn that you're watching? Or No, what? but da ist da, wo Leonardo DiCaprio und wie heißt er, Matthew McConaughey? Matthew McConaughey. Wo dieser verkokste Trader ist am Wall Street, und er sagt auch, er holt sich die ganze Zeit einen runter eigentlich. Das pusht ihn nur. Und gibt ihm Energy und schaut sich die ganze Zeit nur Pornos an. Deswegen, ich denke auch gerade, warum sollte es eigentlich... No porn, only water. I'm going to ask you next week how you doing. Ja, Mann. 6 months is a long time, buddy. Müssen wir mal halbes Jahr Podcast-Break machen. But maybe it means that no porn, but you must have sexual intercourse more often. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, weil das so die Trieb von jedem Menschen ist irgendwie, so halt sexuelle Befriedigung. Und da dann vielleicht eher dieses, dass du dich selber irgendwie
ja, halt dir was vornimmst und das dann nicht brichst. Mir fällt gerade nicht das Wort ein. Yeah, yeah. Weißt du, was ich meine? I know what you mean. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich probiere aktuell gerade irgendwie... Anyway, I found it for you. I screenshotted it. I Yeah. didn't even send it to you as a link. I screenshotted it. Ja. That's how dedicated I am to your to finding your success. Danke, Jacob. Das Thanks, man. ist auch ich muss auch gestehen, ich stehe jetzt immer jeden Tag um 8 Uhr auf, lese erst mal eine halbe Stunde Wall Street Journal. After the porn. Genau. Na, die lasse ich aktuell auch weg, ja, That's weil ich schaue immer auf Instagram Wealth. Yep. Ja, und da hole ich mir einfach meine Lebensinspiration. Yeah. Ja, das sind wichtige Tipps fürs Leben. Yeah. In Krypto investieren, jeden Tag ein Marathon rennen. Das Jeden sind einfach, Tag? Jeden Tag, Mann. Es gibt... Once a year is enough. Schlafen ist eigentlich überbewertet, weißt du? Ja. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Und so halte ich das jetzt auch That's a eigentlich. song by Bon Jovi, you know that. Echt? Sleep when I'm dead. Ja. I would know that because ist- I'm a big Bon Jovi Das ist nicht fan. mein Jam. This Bon is Jovi ist nicht mein Jam, Bro. this is also a funny story. For some reason, I got very attached to John Bon Jovi when I was like a young lad, like a young boy. I was very... Anyway, we're not going to go down that rabbit hole, but anyway, no porn shaming in this room, please. I say go the porn, but only water for 6 months. Voll, Mann. Ich probiere aktuell viel weniger Alkohol zu trinken. Und da wollte ich dich jetzt auch fragen. Ich habe Ja. nämlich echt das Gefühl, Ja. es wird jetzt irgendwie Sommer, man hat irgendwie, okay, Corona langsam irgendwie wieder cool oder vorbei, was auch immer. Corona is cool now. Nein, halt irgendwie die Mein- Situation, weißt du, was ich meine? Und Ja. es ist jetzt fast jeden Tag ist jemand irgendwie trinken, die Schanigärten haben wieder offen und Yeah. du merkst wirklich, der Alkohol fließt wieder, oder? Yeah, definitely. Before it was just drinking sadly alone in a room. Ja, und jetzt macht es wieder mehr Spaß. No, it's true. Like, of course, in summer, there's everybody feels more reason to be alive. Gell? Even without Corona, I feel like people are in this city. They very much wake up in spring, and they don't go back. Like people are socializing a lot more in spring and summer for understandable reasons. Ja. Ich glaube, das ist diese Energy, die rauspusht. Yeah, of course, you get a bit of vitamin D, Ja, then a vitamin Saufen, and das then pusht auf jeden Fall. Ich habe ja letzte Woche erzählt, der Sommer kommt. Jetzt ist gerade wieder schieres Wetter, aber klassisches April-Ding. I always feel like you should break out in a song when you say the summer kommt. Der Sommer kommt. It's a lyric there. We write it down. Naja, auf jeden Fall. Übrigens, der Osterhase hat mir ein Bier gebracht. Ja? Ich habe es gefunden. Ja. Yeah. Jetzt sind wir wieder beim Alkohol, aber das war sehr schön. Ja. Oh, and because you didn't want a beer today in the studio, I've actually left 2 beers in the freezer. So let's see what happens to that situation Boah, there. Mann, ich muss It jetzt might explode. No, I'm saying they might explode. Beer explodes in the freezer, no? Ist es im Freezer? Yeah. Ist in Glas? Yeah. Na, in beiden explodiert es ja, Sicher? oder? Na, Dosen glaube ich, nee. Well, let's Doch. see. Let's see. Experiment für nächste Woche. It's an experiment. Wir We'll let you lassen's euch know wissen. after the break how it's gone. Glas auf jeden Fall. Yeah. Hast du was am Zettel stehen, Alter? No, Du hast mir nämlich kein Feuer jetzt in den Ofen Nein. geschüttet mit Aufschieben. the Kennst du das zettel, nicht? Bist the du kein zettel today Prokrastinator oder was? after my time in Valencia, I wrote down many things on zettel and then I set it on fire and let it go into the ocean. Wie so Nothing bothers me Wie so in today. richtig schlechten Gabriel. Teenie-Movies, wo sie ihre Wünsche aufschreiben und dann verbrennen am I let it Vollmond. go. Ja, Soundtrack. Patrick das ist Watson. immer in so schlechten Filmen, wo sie irgendwie, Bro, My sad warum music. schreibst du deine Träume auf und verbrennst sie, Mann? Mal do it, just do it, wirklich, keine Ahnung. Dieses Verbrennen immer. Burn it all. Yeah. Naja, anderes Thema. Anderes Thema, because today we actually skipped the questions, Gabriel. We skipped the questions today because we had an overwhelming amount of Nachrichten, so DMs, messages coming through to us on the Instagramo. Das freut mich übrigens sehr, dass Ja. die Community immer mehr mitspielt. Ich habe auch viel mitgebracht heute von Ja. der Community. Ihr seid alle eingeladen da draußen, wenn ihr das Yeah, jetzt hört. please. We would even have you in this studio, and we have exploding beer. We have Coca-Cola and coffee today. And porn? If you're- No, sorry. If you, I've got just because you forgot your pants today. Okay, Jake, das How are we gonna warum recover sagst from du das this? denn? Warum sagst du, dass wir nackt hier sind? Look, I have a clipboard Das ist in unser front of me. Geheimnis.
Look how professional I am today. I'm carrying this podcast today. Yeah. I've got a clipboard in front of me with comments from our listeners, and please keep sending them in, really, because we love getting them. Voice message or message of if you want us to talk about something, if you want to come on the podcast and join us in this little podcast cave. Yeah. So we had a message. We had a couple of messages. Several were about how people would prefer if Gabriel Schaffler was cancelled and it went back to being just me as a host. No, This Jacob. this surprised me. Heute No. schaffe ich das nicht. That's not true. He's Danke, ja. getting seriously upset. Na, Sorry. easy. Ciao, mach's alleine. Schneid dir das selber. Nein! Nein! Okay, was haben Sie geschrieben? It's much more dramatic when you say nein instead of no. Nein. Nein, Mann. some, Will noch nicht gehen. Gute Scheibe, hört das mal. yeah, I know it. Das ist echt eine gute Scheibe. Das ist wirklich, muss man echt sagen, die float ziemlich. Sure, I love the part with the accordion. So, somebody wrote in and said, please get to the bottom of this. Now, I'm not sure, all those that are thorough news readers out there that read a lot of news would have heard this story already. But all this message said was, it was a link, and it said, the worst guide, people, get to the bottom of this. And then there was the link. And the link was to a Heute article about the Donau-Hai, right? Donau-Hai, a Danube shark. The Danube shark. The So- legendary Danube shark. And alligator. They're also... Is it a legend? It's Is there a legend? Also crocodiles. No, but is this something like Also that? crocodiles war da. Echt? Ja, wirklich. Die Legende kenne ich, seitdem ich in die Hosen scheiß. Also, Really? Na sicher. Es ist ein Krokodil in der Donau. Yeah, but how about the sharks? Es gibt's auch. Es wurden schon ein paar rausgefischt, weil das irgendwelche Idioten freigelassen haben, die sich dachten, hier ist jetzt ein australisches... Yeah, but somebody put them in there, no? Ja. Yeah, okay. Ja, sicher. Wir sind in einem Alpenland, wo soll es da natürlich put a couple of Krokodile geben, Mann. Putting a couple of crocs in the river to make it look more Australian. Mutierte Krockschuhe. Hey, the tourist board of Mutierte Krockschuhe. Die No, sind the wegen einer tourist- Lacke. the tourist. It was an idea coming out of the tourist board of Vienna. They were like, "Hey, have you heard about those Australians? They're getting shitloads of tourism." And I think this Strauss and this whole Mozart and opera thing's getting old. Ja. You know, like our city may look pretty, but they've got crocodiles. How can we compete? And they brought in crocodiles into the river. And that's maybe what's happened here. So this listener has entrusted us with getting to the bottom of this legend, because apparently there was a spotting. Sorry, was hat entrusted? Entrusted, like trusts us. Ah, Yeah, they like entrusted called. klingt gleich, er hat uns das Vertrauen weggenommen. No. This is like they are literally calling on our journalistic Their lives is in our hands now. investigative skills. Yeah, like the injured Okay. bunny, like your injured bunny. Nice, ich bin bereit. Yeah, and so the Heute article, I'm just going to summarize it. I'm not going to read through it, but on Wednesday there was a photo that came out. So an seltsamen Ungeheuer. What is Ungeheuer? Loch Ness. Ah, a Loch Ness. Na, nicht Loch Ness, das ist der See. Ness, oder? I don't know. Das Viech Yeah, Loch in Ness in Schottland. Scotland. Ist ein Yeah, in Ungeheuer, Scotland. ja. The Oder Loch Ness monster. Der Yeti. Yeah, in the Vienna Donau Canal. So there was a video released. I sent you the link to the video. I don't know if you want to have a look. Ja, ich schaue mir das an, But I'll live. describe it. You can describe it maybe to the listeners. It's going to take a while. Na, und dann hat er extra geschrieben. Ignore the following links until podcast playtime. Okay, das Video gleich. Podcast playtime. Oh yeah, jetzt 5 Sterne geben. Okay, mit Ton? Passt, let's No, go. no, just play it and look at it. What does that look like to you? So for those that haven't seen it, you can go to heute.at, a very reliable news source in this fine alpine country of ours, and check it out. And it's looks like a fin going through some very brown, ugly-looking water. I must also add that because I wondered why nobody commented on how shit brown the water was.
but it's a fin going through the water. No? What do you think? Mann, das ist ein echt wirklich sehr dummes Video. Anyway. Nein, weil das steht wirklich Hai-Alarm an der Donau. 3 Fragezeichen. Ich glaube, das meint jemand nämlich wirklich ernst. Als Joke wäre es witzig. Yeah, but the Heute, they're truly investigating this. Like, they've got, gibt es tatsächlich das Monster von Donau-Kanal? So it wasn't in the river, it was in the Donau-Kanal. And so a Lisa-Reporterin sent it in to them, and they seriously started to investigate. And here's how they investigated. Heute sprach mit einem 59-jährigen Hobbyangler. They don't give his name. I think this guy is just actually fictional. Der nun seine aufgestellte These etwas korrigiert. Es könnte sich auch um eine Silberkarpfen handeln, der ursprünglich aus Asien stammt. Diese Fische schwimmen oft an der Wasseroberfläche, sodass die Rückenflosse herausschaut. Machst das sehr gut, Jacob. So this very reliable source, this 49-year-old hobby fisherman, is saying that it's a silver carp, right? I don't know how that translates in English. Karp heißt Karpfen. Karpfen. Was ist Forelle? Das vergesse ich immer. Forelle, Grelle, Forelle. That's trout. Trout? Trout, yeah. Trout. Trouty. Trouty. Yeah, all right. Let's go. Yeah. Anyway, So, and then the article finishes, ob mit der Vermutung recht hat, heute wird an der Kurse dranbleiben. So the Heute is on it, but Heute, die weltbesten Investigativjournalisten, die sitzen da drin. Ja, das ist natürlich... to be honest, Ich glaube auch, der Fischer ist erfunden. yeah, I think he's completely made up. Ja. Like they just put hobby fisherman. Ja, aber Fischen ist das trendet gerade by the way, das Hobby. Wurscht auf jeden Fall. Ja, bleibt spannend. Ich habe aber gesehen, das Video ist aus 2013. Yeah, but the story doesn't finish there because like I investigated. Like, du hast dich tief reingegraben? Yeah, because I do not trust the Heute journalists. Ich verstehe das, verstehe das. After they've made up this 49... Gib mir mehr Stoff. Ich will jetzt auch wissen, ob da drinnen Hai ist oder nicht. But they also, in the Heute, one of their steps to investigating this mystery of the Donau-Hai, they did a quiz or a poll in the Heute, and they asked like the readers what they think it is. And eine Flosse vielleicht von einem Fisch, bro. And 27%, but they must be taking the piss. 27% said that they think it's das Monster von Donau-Kanal. This is a legend. Ja. Apparently. So anyway, I started to go... Das höre ich, seitdem ich klein bin. Really? Ja, also nicht das Monster vom Donaukanal, nicht mit dem Titel, aber dass es Krokodile gibt und so, ja. So your parents would say, hey, don't do that, or I'll chuck you in the Donau. Das sind so Schulhof-Dinge. And you'll get eaten by the crocodiles. Ja, das sind so Schulhof-Legenden. Because in Australia, they would actually do that. Like, if you misbehave, they would throw you in with the crocodiles. Ich habe das mal gehört, dass jetzt... Nein, das Bullshit. Aber was ich wirklich gehört habe, ist, es waren Freunde von mir in Australien oder Bekannte, irgendwo habe ich die Geschichte gehört und die hatten einen Hund mit. Well, there's a big difference. Das stimmt. Aber ich glaube der Geschichte. Auf jeden Fall, die sind mit dem Hund schwimmen gegangen. This sounds like the 49-year-old hobby angler. Made up. Man kennt das Alter nicht. Man weiß es nicht. Man kennt auch die Namen von den Freunden nicht. Auf jeden Fall sind die mit dem Hund schwimmen gegangen. Okay. Die haben sich irgend so im Internet so einen Badeteich ausgesucht in Australien, was auch immer. Ja. Und was sie nicht wussten, ist, dass da halt so Beware Crocodiles waren, Schilder. Ja. Und dieser Hund wurde gegessen von einem Krokodil, der Kleine. Aha, yeah, that happens often, yeah. Ist das right, gell? Stimmt wirklich? Yeah, this happens often, yeah. While I was Googling, I found this other article. No, because I was Googling, like I Googled sharks in the Danube in English and German. This is how I spent... it was about midnight when I was Googling this, right? Because obviously I wanted... You okay? Ich darf nicht trinken währenddessen. So He just laughed and spat his Coca-Cola all over himself. Das ist so, wie ich dann am Scheißhaus sitze und den Podcast schneide. Wir nehmen es wirklich ernst. Ihr seht, das verfolgt uns wirklich im privaten Leben auch, dieser Podcast. Das ist
Okay. I don't know if people want that image, but anyway, let's go back to sharks in the Danube. Yeah. So I Googled it. This was my first step to research, because I'm sure this was more of a step further than the Heute reporters actually took. And anyway, I found another YouTube video of a shark in the Danube. So in the And Neue Hai. Donau. Yeah. So that was the second link I sent you. And So have a look. Süßwasserhai. Yeah. Well, I don't know if it's a Süßwasserhai. Like, because that's the thing. They're not very common. Wiener Donau-Hai. Yeah, so I found this other video. Okay. And to describe it to the listeners, Boah, once fast again. 90.000 Aufrufe. Ja. Da könnte was dran sein, Jacob. Yeah. Jacob! Gabriel! Geheimnisse auf der Spur! This always comes at the end. Okay. Okay. So once again, shit-colored water. Concerning thing about the Danube, I must point out again, should be the real article. But there is a fin swimming around in it. The video is very bad. Ultra schlechtes Video. It looks like a fake though, that one, no? Ja. Also da haben die Loch Nessie besser gemacht, muss man Yeah. sagen. We'll put the links in the show notes, alright? Ja. Unheimliche Sichtung im Wiener Donaukanal. Am Ja. Mittwoch tauchte ein Foto von einem seltsamen, unter Anführungszeichen, Ungeheuer. Es könnte nämlich auch was anderes sein. Ja. Im Wiener Donaukanal auf. Ja. Nun sorgt ein Video für weitere Spekulationen. Ich könnte es auch so singen. Werbung, weg. Yeah, so that also took me deeper. Gott, du bist dem Rattenschwanz aber wirklich gefolgt, Alter. It's going to be a very long episode. The investigation is very deep and involved. I interviewed 20 people, had them fact-checked by my team of journalists. No, none of that happened. What I did was I fell down a YouTube rabbit hole and never came out Ja, das ist until aber the das next Beste. morning of shark attacks. Stell dir vor, du kommst mit so einem Trenchcoat in die Firma und schreist alle an bei dir. Scheißt auf alles, wir brauchen hier mehr Fakten. Tust das ganze Ja. Budget nur noch auf den Hai. Yeah, and then I Googled, I started looking for what species could be living in the Danube. Like, what kind of sharks? Is it possible? And there is one shark that could live in the Danube. Not for long, though. It needs some kind of salt. So the reason why most sharks live in the ocean is because they need a lot of salt in themselves, right? Echt? Yeah. Okay. Wusste Yep. ich nicht. Yeah, didn't know that before the rabbit hole. But now I'm here and I know that. Mann, Rabbit See, Hole. you're learning about Spülkasten Das and könnte, sharks. das könnte echt ein neues Game hier werden. Yeah. Rabbit Hole. Da habe ich jetzt schon eine Jingle-Idee. Rabbit hole. Nein, weil das kennt wirklich jeder. Du fangst mit irgendeinem... Ja, herrlich. And then I discovered that there's a species called a bull shark. I knew these before. Okay. Of course, I'm Australian. I know all sharks. Du hast wahrscheinlich auch schon wirklich Haie gesehen. Yeah, I had pets, you know. No, of course I saw sharks, but anyway, we won't go there. Das ist but, nicht of course, muss man hier sagen, okay? Ja, Wir sind of hier in course. Österreich, das ist wirklich nicht of course. Yeah, das but ist you're nicht speaking natürlich. to a guy that grew up. Den einzigen Hai, den du hier siehst, ist im Haus des Meeres und der mag nicht mehr. Yeah, he's been Der looking mag at you nicht mehr. funny Der ever mag nicht since. mehr Hai sein, der Hai da drinnen. Boah. Poor bastard. Wirklich. Don't go there. It's a very sad place. Sad fishes swimming around. Jetzt da. It's sad. It's depressing. Ja, aber You see it in their eyes. Mann, The das shark Zoo- is one depressed shark. Ja, das Zoo-Thema müssen wir uns nochmal Ich würde gerne... But we should let it free in the Danube. Gott, stell dir mal... And then the Heute reports on it. Maybe this will be something they listen to, the Heute reporters. Das stimmt. Yeah. Boah, wir Anyway, kommen zu oft von der Bullshark. Geschichte ab. Aber ich hätte noch einen Bullshit. Fakt. Bullshark. So Bullshit, this Bullshark. is the headline of this episode. Bullshit Shit, or bullshark? What is the Donau-Hai legend? Das ist gut. Yeah. So Yeah. that could be possible. So there's a possibility still there, right? Ja. And then I couldn't go any further because then I came to a Die Tagespresse article. Okay, ja. And that's when you know it's all over. Die Tagespresse, for those that don't know it, you should check it out. It's a very funny publication, satirical publication based in Austria. Very cool, very cool. And they had Klimawandel, so climate change, first shark attack in Austria, in the Alte Donau. I found that very funny. And then I knew I had to stop searching on the internet and I didn't have the resources to go any further for this listener. Ja.
Listener, read. ja. If you're reading this podcast or listening, we're not judging. So while I couldn't deliver the truth on the Donau-Hai, Ja. I wanted to talk a little bit about the Donau, because the Donau is something we live with every day, and I knew you would be hungover today. And I thought I'd bring in a subject that requires your intelligence. Nein, heute nicht. And it's Earth Day today. Echt? Yeah. Was heißt das? So we're recording on Welttag. Friday in the daytime. Ja. So, which is unusual for us. We usually come in at nighttime. Das stimmt. Und normal Donnerstag. Deswegen Ja. bin ich hier, das ist völlig aus meinem Biorhythmus. Yeah, I know. Yeah. Deswegen, ja. I usually smuggle in Gabriel at nighttime so nobody sees him Ja. when nobody's Deswegen here. so, ich war halt voll überrascht, dass hier noch Menschen waren. Ich wollte wieder meinen dummen Begrüßungsruf machen. Kuckuck, kuckuck. And they did it back. Ja. Okay, Donau, Earth Day. Sollen wir dann Michael Jackson einspielen? Yes. Earth Song? Yeah, but we haven't got the copyright for that. Ah ja, stimmt. Das können wir uns noch nicht So leisten. can we sing it and will we have to then pay for the copyright? Aber there's no better place. Na, oder? wie Heal geht the das? world, Ah, ja. make it a better place. For the Donau-Hai and the Danube and the Gabriel Schaffler. No porn for 6 months. Okay, so I'm gonna. He's wasted as fuck. Stimmt nicht, ich bin top fresh, yo. He is top fresh. He would not come to this podcast without having a bit of pep in his step, because he is Pep a in his podcast promi. So, Earth Day, was Welttag. No, we're going to talk about the Danube a bit. I brought some interesting facts. So the people out there who wanted to know the end to the Donau-Hai, we're not going to give up. We're going to still investigate it. Das ist kein Cold Case, das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich. Das verspreche ich euch, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. So, okay, dann frage ich dich jetzt mal, wo entspringt denn so eine Donau? Ja? Wo entspringt die denn? Entspringt where it began. Ja. I don't know where it begins, but I know where it ends. Ja, okay. Romania, Black Sea. Ja, okay. Bam. Okay, ja, bam. Wir müssten so ein Quiz I machen. did my research today. Ja, ist gut. I want to show you there's an endangered species in the Danube. This is Echt? very interesting. In the spirit of Earth Day, I think it's important that we point out the endangered shit in there. So it's called the Beluga Sturgeon, right? And this is a cool name. I would name a child after this. But you gotta have a look at now. Hey Excuse Beluga, Essen ist fertig. first name Beluga, second name Sturgeon. Was ist Sturgeon, Look at the picture of this fish. Like you, excuse the printing. We ran out of ink, so it started printing red. Es ist ein roter Fisch, aber der ist normal nicht rot. It's not the Facts about the Danube. Man, du hast dich ja vorbereitet. Yeah, see. Nicht schlecht, nicht schlecht. And so, what can you describe the fish for us, Gabriel? Es Please schaut look aus, it up. Ich glaube, es schaut aus wie ein Hecht. Sturgeon ist Hecht. Ist es ein Aha. Jäger, Predator? I assume so. Have you seen Yeah. the mustache on it? Ja. Das kann nur ein Hecht It looks sein. like it's got something on the side, like the catfish. It's got like a mustache kind of thing happening. Hechte schmecken übrigens sehr gut. Yeah, I Echt don't know what that is. underrateder Fisch. I'm just nodding my head right now and pretending I know what you're talking about. Ich weiß. Ich See, habe you das, brought your ich hab A-game das today. vorhin gemacht bei ein paar Dingen von dir. Ja, schöner Fisch. Schade, muss man sagen. Können wir uns alle, wir sind But it's selber schuld. endangered. But we should start a campaign, save the sturgeon. Safe. Ja, na. Like reintroduce it to the Danube. We should breed them. Ich glaube, ja. Can we breed them in your Spültank or whatever the fuck it's Ich habe called? nicht mal eine Badewanne, the Bro. toilet Ich habe tank? nicht mal eine Badewanne. They Wir can- können es im alten Spülkasten machen. Aber die verrecken da wahrscheinlich. Did you get to keep the Spülkasten? Nein, ich dachte schon, er lässt ihn bei mir stehen. Mit dem ganzen Schimmel und so. It could have been a plant. Aber er war wirklich lieb. Er hört es eh nicht. Aber falls du das hörst, lieber Herbert. Nein, er heißt nicht Herbert. He's definitely listening. Because you would have sold it to him for 5 minutes. Vielen Dank. Also guter Mann. Fachmänner, Fachfrauen, Menschen, die ihr Fach verstehen, liebe ich. And here's a life hack Ja. or a house hack. You can make pot plants out of your old toilet tanks. Ja, stimmt. Ich hätte ihn so bitten Should've können, done er it, soll man. mir das an die Wand bohren. And you could have ja. gave it to him as a present for Gebe ich ihm ein educating bisschen you. Trinkgeld und gleich die Dübeln in der Hand zum Anbohren. Yeah. Und dann macht er mir den Spülkasten an die Wand. Ich gebe Erde rein und es kommen so Pflanzen. Das ist eigentlich eine geile... Pflanzen, ja. Das ist Upcycling, Alter. Yeah. It's got a lot of probably got the residue from your shit still in there. That's disgusting.
Anyway, how much would you give in terms of Trinkgeld to a plumber? Do you give Trinkgeld? to a Nein, plumber? ich glaube No. nicht. I don't glaub think you nicht. should. Ich glaube nicht. It's not like if they're Ich weiß friendlier. es nicht. Ich bin immer allgemein sehr unschlüssig, wie man mit Menschen, mit Installateuren, Installateurinnen, mit Menschen, die in deine Wohnung kommen und irgendwie was richten, weil du zu dumm bist dafür, wie man sich da oft verhalten soll. Na, es gibt ja auch die stehen dann die ganze Zeit daneben Ja. und schauen dir bei der Arbeit zu. Das ist ja ultra nervig. That's true. Ich biete immer Kaffee an. Yeah, me too. Ich biete immer Kaffee an, dann vielleicht noch einen Snack oder so. Like do you offer one kind of coffee or do you offer several kinds? Like an Na, espresso, ich sag, hey, ja. French nein, press? Eine kleine Massage, Bro. Imagine if you're massaging your plumber while he's doing the work. Ja, Or while Mann. she's doing the work. Sexual harassment on both counts. Übrigens, ich habe den Pizzastand schon aufgeheizt. Also falls du eine kleine napolitanische Pizza möchtest, her damit. But I think lonely people would do that. They would have people come in and fix their toilet. Aber ich You tue put immer... the schimmel in there, didn't you? No. You grew it for years to Weil ich have einfach this lone- moment with the weil ich ein plumber. Lonely Wolf bin und einfach Besuch haben wollte. You are far from a lonely wolf, you Also du bietest player. immer Kaffee an. Das sind wirklich die Fragen, die Leute interessieren. Du bietest immer Kaffee an. Ich habe den Kaffee ultra verkackt. Ich What do you mean? trinke nur schwarzen Kaffee. You made tea instead? Na. Gott. Ich habe ihn ultra verkackt. Ich habe ihm einen grünen Tee gemacht. Nein, er wollte, weißt du, es gibt die Kaffeetrinker, die trinken das nur mit hier Milch und Zucker und bla. Ich trinke es nur schwarz. Ich habe keine Milch und keine Zucker zu Hause. Yeah. Und er hat gesagt, ja, mit Milch und Zucker. Und ich so, oh, habe ich nicht. Und dann habe ich noch Schlagobers zu Hause gefunden, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, passt Schlagobers auch? Und er, ja, passt auch. Und ich, fuck, okay, dann gebe ich ihm mit Schlagobers What? You can't rein. just put Schlagobers in your Doch, coffee. das ist wie Kaffeeobers, Mann. Das ist so richtig, die wollen Ja, das aber is it richtig the dick same? und fett. Is it the same? Na, aber es ist so einfach eine fetthaltige Okay. Kuhprodukt. Und dann hat er gesagt... It all und- comes out und of ich a hab gesagt- cow. Und ich habe gesagt, wie viele Löffeln Zucker willst du? Und er 2, das passt. Und dann schaue ich und hatte keinen Zucker. Immer zuerst schauen, bevor man was anbietet. Ganz wichtig. Dann habe ich in meiner Backdöse noch Vanillezucker gefunden. Ne? Another great life hack from Gabriel. Und dann habe ich ihm Vanillezucker, Yeah. weißt du, zum Backen. But that's nice. Vanille-Sugar Ja. habe ich ihm in den Kaffee gegeben. Dann waren aber noch so Vanilleflankerl drinnen. So, es hat ausgeschaut, als hätte ich irgendwie Pfeffer reingegeben, weil so urviel oben geschwommen ist. Dann war ich so, fuck, Mann, ich kann ihm jetzt doch nicht die Kackbrühe da anbieten. Und dann habe ich das umgerührt und dann habe ich gehofft, man sieht die Flankerl nicht. Did he say anything? Er hat danach gesagt, vielen Dank für den echt guten Kaffee. Yeah, bullshit. Ich so, Bro, Mann, ich habe dir gerade Schlagobers, ich habe dir da eine halbe Dessert-Torte gerade auf You auf literally Flüssig did what gemacht. Starbucks has their business model on. That's what you did. That's how Starbucks was founded, like invented. Ja, es ist aber, There was Mann, just no, ich somebody dachte was mir at auch, home like you with a plumber and they were Ja. like, well, I've got no sugar. I'm going to put some fucking vanilla in it. I've got no milk. I'm just going to put Ja. a liter of Aber cream das in ist ja it. eigentlich ist ja eigentlich ich dachte mir, es schmeckt wahrscheinlich ganz gut. Aber Ja. ich bleib bei Black Did you Coffee. try it? Na. Ich just habe gave mir it- ehrlich probiert, so wie Barkeeper. Kennst du das? Wenn sie so einen Cocktail machen und dann mit dem Straw. Strohhalm rein und dann selber probieren. Ich dachte, ich mache jetzt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe auch keine Strohhalme. This is such a cool move though by barkeepers. I love when they do that. When they take the straws Ja. out. Yeah. Und dann so, okay, Quality Check done. What are you checking? By the whole time I'm thinking, how do they do that with the straw? How do Ja. they keep the liquids in there? It's called... Gravity, Ja, physics, it's called Earth. biology, sturgeon. Alles. Sturgeon. Okay, ja, Save the wirklich sturgeon. tolle Geschichte, die du hier heute mitgebracht hast. Jacob, danke. But I have more. Okay, super Vorbereitung. Danube, how long do you think it is? Oh, fuck, okay. It's a long way. Ist wirklich lang, weil ich glaube, Roundabout. Ich glaube, Give es me a kommt range. aus Deutschland, fängt es an, irgendwo auf irgendeinem Berg. I don't know where it begins. I already told you that. Ja. It probably begins on a mountain. That's how most. Muss, oder? Muss, Ja. Bruder, muss. Yeah. Because it's got to like all rivers go down, Ja. Finde I ich think. aber arg, dass so ein Ding aus irgendwo halt in den Bergen entsteht. Wurscht. Ja. Andere Ding, ich sage jetzt mal, Gas 1500 Kilometer. More. 2,850 kilometers. Okay, ja, na, bin ich weit weg.
It's the longest river after the Volga. Don't know where the Volga is. Doch, Volga? You know? Volga wollte Serbia? Polen sage ich. Volga, Polen. It's long? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob es in Polen ist. Well, that's that's what some strange website on the internet said. Anyway, 2800, okay. a lot of people apparently get very offended, or like, you know how people love in Vienna when you talk about their city and they get annoyed when you say something wrong about it. They'll not annoyed, but they'll jump on it to correct you really quickly. Yeah. Like as in, what's the difference between a cappuccino and a melange? And they'll be like, and somebody says, oh, they're pretty much the same. And somebody will be like, what? Ja. Was hast du gesagt? Ja, They get really pissed, you know? And the same with the Donau Canal. A lot of people say that it's like, they call it the Donau, right? Just for short. Das aber, Meet you on the Donau. ja, Right? das ist aber Bullshit, wenn ich dann am Donaukanal warte. Dann kann man schon sagen, Mann, was redest du? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Yeah, but Das if ist so, I wenn ich was sag- the friend that you said that to, I would say, well, technically, Gabriel, the Donau Canal, Technically. according to a study, no, it's not according to a study, it's according to a river, that the Donau Canal is a natural existing, it's naturally part of the river. It was naturally part of the river. It was like the main part of the river in medieval times, apparently. Ah, wirklich? Yeah. But they diverted it because it kept flooding. Ah, okay. Something like that. Ja, weil, warst du schon mal in Budapest? Yeah. Yeah. Ultra nice. Ich war letztes Yeah, Jahr it's dort, mega beautiful. nice. Und die Yeah. haben das ja anders, die haben ja wirklich die Stadt geteilt mit der Donau. Yeah. Ja. Fun It's Fact huge, habe ich no? It looks gehört. impressive. The Donau in Budapest looks really impressive. Ja. Fun Fact, Budapest heißt der 8. Bezirk auch Josefstadt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. That is a fun fact. Die haben das urcool gemacht, nämlich, weil da wirkt die Stadt gleich so urimpulsant. Und wir haben es aber, finde ich, smarter gemacht für die Leute, weil wir halt dann echt diese Donauinsel haben, die schon echt fucking nice ist, muss man sagen. The Donauinsel is a very special part. Ja, of weil the wir city. haben es und wir haben es halt getrennt irgendwie Ja. und nur so den Kanal durch, ist halt ein bisschen chillig für die Leute, die im zweiten wohnen so. Ich finde beides cool, aber ja. I'm not asking for a rating system here. I'm not asking for a review. Es waren jetzt meine Random Facts. Verkartete facts from. Die What is sind it? nicht verkartet. Mir gefällt es aber, diese Dinge. Yeah, Was du da mate, machst. I've got a wealth for you. I've got a wealth of information. The Donau Canal, yeah, that's already said that one. So the Donau Canal is regularly cleaned up, right? So Yeah. it's a waterway that's extremely clean, considering it going through a city. But apparently, Ja, weiß ich nicht. there's a shitload of e-scooters, trolleys, and bikes pulled out. It's very disturbing, the facts. You can Google that. They'll give you direct statistics. And apparently even park benches are pulled out. Why would you throw a park bench in the Donau Canal? Ich habe schon viele Dinge besoffen gemacht, seh. Da darf man sich gar nicht fragen. Okay, so you've thrown a park bench. That Na, was you. das haben wir noch nicht. Na, die waren wahrscheinlich angesoffen und fanden es fucking lustig, einfach eine Bank irgendwo reinzuschmeißen. But a park bench is like screwed to the ground most of the time. Das You would have to stimmt, ja. unscrew it or use Ja, aber extreme... manchmal ist es so richtig schwach schon drin oder einfach nicht angemacht. Ich weiß noch, einmal haben wir von irgendeinem, da war ich, na wurscht. That story is coming out. That story is coming out. Hä? That story is coming out now or later, Gabriel. Okay, dann jetzt. Ich glaube, da waren wir 14 oder 15, Yeah, it was sagen wir last week. 16. Last Da waren wir week. angetrunken sehr und fanden es witzig, eine Parkbank in Ja. einem Park im 4. Bezirk Yeah. auf die Maria-Hilfer-Straße vor den Librod zu tragen. Mhm. Wir haben einfach eine Bank zu viert 2 Bezirke hochgetragen. Yeah, but it's kind of funny. Ja, Mann, wir haben uns, aber in Retrospektive, warum? Ja, oben gibt es auch Bänke. Ja. Und wir haben die ganze Zeit gelacht, wo wir die Bank getragen haben. So, Ja. als wäre das jetzt Ja. irgendwie... But the best things happen when you ask why. Ja, Why das did you do that? Look at the internet. Why? Why do we create an internet? Das ist schon cool, Mann. So we can Google Donau-Hai. Ja. And Oder Publications hier like- so random Facts wie das Bänke in der... No, shit. Changed my life. I'm gonna speed this up.
All right. Ich find's gut. Ich find's gut. Yeah, don't stress me. Nein, all man, right. take your time. Prepared like a true investigative journalist for this one listener that wanted to know more about the Danube, actually didn't, wanted to know more about what's going on with the Donau-Hai, couldn't find anything more out about it. In 2015, apparently 130 euros was fished out of the Neue Donau. Wie viel? 130,000 euros. 100? Did I say that first time or did I say 130 euros? 130.000. Yeah. Krass. Yeah, it was What? fished out. Wie, So- nur Münzen aber, I guess. Oder wie? Ja, I don't know. Was rede ich? Nobody ever ended up claiming the money either. Like some eyewitnesses reported some confused old dude was dumping the cash in there. Ja. Wenn du der Dude wärst, der das rausfischt, willst du es dir behalten, ne? Yeah, for sure. I Ich wouldn't auch, Mann. report Ich it. auch, fix. Man, I wouldn't be doing this podcast Ja. anymore. I'd be on the Ja, road. ich weiß. On the road to Mexico. On the road to Italy to find the leather jacket. I'd be going to Yes! Mom, I finally, after 20 years of leaving Australia, Mom, I got it. I got the leather jacket. Use every cent of that 130,000 to tailor the perfect leather jacket. I would say to the tailor, leave no cost spared. I have 130,000 euros here. I want you to use every bit of it to make me the Du best willst das leather jacket. schönste, feinste Leder haben. Ich denke Ja. mir das beim Trevi-Brunnen in Rom. Yeah, Da muss doch fucking viel Geld drin sein, jeden Tag. but do they clean it out? Ja, ja, sicher. Mann, Ja. der wird übergehen. Da werfen wir jeden Tag Leute Geld rein. Kennst du den Trevi-Brunnen? Yeah, of course. Yeah. Wunderschön. Trevi Fountain, yeah. Da würde ich echt gern wissen, wie viel Geld da zusammenkommt, weil Ja. das muss wirklich extrem viel Geld I sein. think you can pay your rent with that. Das glaube ich wirklich, an einem Tag. Okay, welche spannenden Facts erwartet uns in der Donau noch? It's a ship graveyard. Apparently in some parts of the Danube. Yeah. You ready for this one? It's a ship graveyard. During World War II, the Germans sunk a lot of their ships to prevent the Soviets gaining control over them. Okay, ja. Close to the Bay of... Okay. Ich glaube, It's das not very nennt sich relevant to Taktik Austria. der verbrannten Erde. Oh my God. Ja, das That heißt sounds quasi, wenn du dich zurückziehen musst, Ja. weil du es nicht mehr halten kannst, Yeah, dann verbrennst du quasi alles, that's fucked up. damit die Gegner das nicht mehr nützen können. Aren't we stupid? Like we burn everything before Man, we let somebody else have it? Ich frage mich allgemein, 2022, what's going on? Menschen sind auf jeden Fall dumm. Wirklich, muss man echt so sagen. No, just some. Like we can't generalize. I don't think we can generalize. Na, nicht. Es gibt super viele gute Menschen, aber so all Like over muss man sich echt mal kurz am Schädel greifen und fangen. Irgendwie Burschen und Mädels schaffen wir es wirklich nicht, weiterzukommen als das, was wir jetzt gerade schaffen. Weißt Ja. du, was ich meine? I know what you mean. Und ich habe auch einen Ja. Random Fact zu Donau. Yeah? Dort gibt es den Friedhof der Toten, nicht, Der Toten? nein, Friedhof der Verlorenen oder so. Friedhof der Namenlosen. Okay, and what Ja. is that? Das ist ziemlich kurios, sage ich jetzt It's einmal. in the Danube. Nein, es ist, wenn du weiter rausfährst, ich glaube ich weiß es nicht wohin. Gibt es Okay, Friedhof okay. der Namenlosen oder so? Yeah, we'll put it in the show notes. Ja, und das ist das sind so von, wirklich, da gibt es Gräber von, weiß ich nicht, 18. bis 17. Jahrhundert, wo so Menschen da untergegangen sind, die aus der Donau rausgefischt worden sind und wo du nicht wusstest, wer das ist. Das sind so, Wow. weißt du, so Wow. echt ein bisschen kurios. Und du kannst dahin, es ist so ein, ich glaube, es ist wie aus einem Film, dieser Friedhof. Do they still fish people out of the Danube? Ja, Mann, na sicher, das geht ja durch viele Länder, Yeah, that's true. da sterben, And die they- ist ja auch they breit, bury da them überschätzen sich ja auch urviele, die denken ja, ich schwimme da jetzt mal lässig rüber, Strudel, zack, weg, ciao, baba. Ciao, Papa. So schnell Jesus. geht's. Und dann fliegst du. It's getting dark. Ja. This is supposed to be an escapism Aber es podcast. stehen Leute auf so starke, kuriose Geschichten. Yeah. There's, of course, this a thing called dark. Oh my God. He touched his nipples while doing that. Hör Not auf, sure Mann, why. hör auf, du gibst den ZuhörerInnen immer, als würde ich hier, But there's a whole industry ich called sitze dark nur tourism. nackt hier. Oh my. There's a whole Spaß. industry called dark tourism. And that's what I'm experiencing right now with Gabriel Naked right now. Ja, Mann, das ist doch eher ein Neuseeländer, Ja, ja. glaube ich, auf Netflix, oder? Yeah, it's Der a so it's a series. Yeah. Yeah. But it's like literally a whole industry. Like people will visit all kinds of really fucked up places, like the jails, the old jails in Cambodia from Boah. Pol Pot's rule Yeah, and yeah. stuff like this.
People visit them and take selfies there. It's kind of weird. Aber Kinda das weird, meine ich very auch, ja. Yeah. Moving on with fun facts of the Danube. Next round. It's around 10 million people depend on the Danube as a drinking water source. Nochmal bitte. 10 million people depend on the Danube as a drinking water source. Wirklich? Yeah. Krass, arg. Think about that next time you pee in it. Ich habe da noch nie reingepisst. Yeah, right. Jetzt wissen wir, was du hier Everybody machst. swims in summer. Sometimes you're in the middle of the Bist river. du so ein, wenn du you ins can't Schwimmbad make it gehst, sei jetzt mal back. ehrlich, Hosen runter, wenn du ins Schwimmbad gehst. I don't take them off. Nicht die Hosen runter. Ich No. habe, I don't do that. I find I would be very uncomfortable to do it, but I heard many people have said, you're silly. Like, come on, just pee in the water. everyone is doing In it. the ocean too. Like, the ocean's infinite to many people in their Im mind. Meer But verstehe ich some das aber fish auch. is getting snorting up your pee. Das habe ich, im Amazonas gibt es doch, wenn du irgendwie pisst rein oder so. Ja, Gut, das wer ist geht aber auch im Penisfisch. Amazonas schwimmen auch. Ja, genau. Das ist so ein kleiner Wurm, der sich festhakt in der Harnröhre. Yeah, they should introduce them to the ocean so people stop peeing in there. Oder ins Simmeringer Bad. Imagine they've got a sign above the pool. Ja. Killer penis fish. Hahnfisch. Killer Penis, Harnröhrenfisch. Ist jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, wir mussten jetzt leider aufgrund der überhöhten Urinanteile im Wasser zu anderen Lösungen greifen. Wir haben jetzt den Hahnfisch aus dem Amazonas River importiert. Was ich aber gehört habe, ist, vielleicht war es nur in einem Film, das ist so dieses Chlorwasser, dass da irgendeine Substanz drin ist, die auf Pisse reagiert, was dann blau färbt. Uh-huh. Hast du es mal gehört? Yes, I have heard of that. Yeah. Ist das Rumor oder nicht? Weil I've seen it in an American movie. Ja, and most things in an American movie I trust full-heartedly with my whole soul. This is my source of education, my main source. On with the facts. ja. It's the most polluted river in Europe. In 2019, so it wasn't that long ago, 3 years, a study, so researchers of that study found that the Danube has a high concentration of antibiotics in its water, making it the most polluted river in all of Europe. No shit. No This is a shit, real Jacob. study. So don't go buying your fucking antibiotics. Just go to the river. Sorry, fault. Hey, this is Earth Day, man. Entschuldigung. I'm talking about our Earth and antibiotics in our Aber rivers. ich finde es, muss man jetzt sagen, du sagst Fuck einerseits, up. es ist der größte Yeah. Fluss in Ja, what? Europa, dann ist es obviously. Ja. See, this is the same mentality of like, you can pee in the ocean because it's limitless. You can pee in the Danube because it's big, and you can throw your antibiotics in there. Like, Nein, who's throwing das antibiotics in sage ich there? nicht. Ich sage nur, okay, es ist der größte Fluss Ja. in Europa, dann korreliert es ja auch mit größte Pollution. Verstehst du? Wird ja wohl ein Zusammenhang sein. Yeah, I don't know. I'm gonna talk to these researchers. Okay, Maybe sorry. they know something about the Donau-Hai. Yeah, and the last one you've already talked about. The Danube Island was created by humans. It's What? not a natural island. So this is really for like Viennese amateurs. Like if you're just living in the city a couple of weeks and you've found this lovely podcast, which I'm sure you do as soon as they're advertising at the airport. Now, people, Bullshit. Yeah. People with signs wait at the entrance at the Hör auf, arrivals. du verarschst mich. TVG. Ja. Listen to TVG. TV, by the way, können Handing wir out bitte, free können wir bitte das headphones. Bild vom Podcast, nicht das Bild, sondern meine Fresse, die schaut urdumm aus. Ich schaue aus wie ein Holzfäller mit meinem Flanellhemd mit dem roten. Yeah, auf dem Bild. we're gonna do new photos. Anyway, yeah, it's made by humans, and it's between 1972 and 1988 they built the island. Okay, 21 kilometers long. ultra nice. It required 230 cubic meters of earth. I have no idea how much that is. Das weiß ich auch nicht. Und sie haben jetzt Ähm. Schafe. Es gibt Donauinsel-Schafe, habe ich gehört. There's sheep. Ja, Sheep. No sheep. Man sagt auch nicht, Plural von Sheep ist nicht Sheeps. Habe ich Schaf- gelernt. Schafe. Bin ich schon oft in die Falle gerannt. Look at you. Ja, das wird als natürlicher Rasenmäher verwendet You tatsächlich. are on it. Yeah, I've never seen a sheep there. I live near the Danube Island, Echt? Donau-Insel, yeah. But I've never seen a sheep there, so I'm not sure about that. Okay. I've Ich habe sie auch noch nicht seen, gesehen, ich habe es nur gehört.
I've seen many naked people on the island. I've seen many bikers wearing a lot of lycra that get very angry if you're walking in Ja, their da way. gibt es ja auch das Nackerpazi-Dorf oder so, kann das sein? Yeah, that's very popular. Ja. What do you call it? FKK. FKK, ja, Freikörperkultur, ja. Genau. Ist ein Ding, habe ich noch nicht für mich entdeckt, aber viele Leute stehen drauf. Neither me, but I love that Vienna has that in the middle of its city. It's got an island where people can be naked. Also in the Lobau, you can be naked. There's an FKK. Das area stimmt, there. ja. I've been there. I've done that. That was fun. FKK? Yeah, Wie fühlt sich das an? it's awesome. It's so freeing. Ja, das Schwimmen gehen ist ultra nice, muss Ja. man echt sagen, wenn man Ja. nackt schwimmen geht, das ist, Ja. das habe ich schon, so Skinny Dips und so, das schon, aber ja, ich glaube, es hat viel sicher mit Charme und Selbstconfidence über den Ja. Körper und sowas zu tun einfach. Yeah. But isn't it funny? Like we go do skinny dips in the Danube, and we feel very risque about it. But then a couple of kilometers up the road, it's Ja. people are doing it like that's there. But Es- in the Lobau, the water's very clear, so you can see everything. Ja, So as in when you're in the water as well. So when things are moving through the water naturally as they like should, Sharks. like sharks, you'll see the sharks before they get you. So- Na, glaube ich nicht. In the Lobau, yeah, in the Lobau for sure. You'll see it crystal clear. The crystal clear water in the Lobau. It's beautiful. Wir haben allgemein wunderschöne Seen und sowas in Österreich. Das muss man echt mal sagen. Das muss man jetzt echt einmal sagen. Also Österreich, falls du zuhörst, Travel Austria. muss man jetzt echt mal Props an dich geben. Geile Seen, mach weiter so. Ja. Macht weiter so. Ähm, And 1.8 million 1.8 million trees and plants were planted to green it. That was the clipboard being thrown to the side, ja. like Wurde a auch Zeit. equivalent of a mic drop. Ich find's cool. I've got one more comment though. Echt. Feedback aber von mir finde ich cool. Bisschen knackiger noch. Aber vielleicht, ich find's geil eigentlich. I think the Dürfte. listeners really appreciated bringing in some intelligent, some worthwhile edutainment. That's education and passt eh. entertainment. That's what we call in the content industry. Ah, wirklich? A little shortened. Ich wollte dich jetzt noch mal kurz fragen, es heißt ja immer so, die Europäer sind so FKK-mäßig unterwegs, gell? Du bist ja ein Aussie. Sagt das auch so? Sagt sie auch so, that's the European sauna oder sowas? Yeah, no, you say Scandinavian sauna. Ah, okay. Yeah. But I had never experienced one before. Like, we don't have saunas in Australia. Like, why Yeah, would we good. have a sauna? We're living in a fucking sauna. Du musst eigentlich gar Walk nicht. outside Ja. naked. Ja, So, and there's no escaping that sauna. So, ja. you know. Okay, aber ist da irgendwie so europäisch irgendwie, die sind immer nackt oder weiß ich nicht? Yeah, Weil in Amerika, die sagen ja auch oft, the Europeans. not necessarily that you're always naked. I've never known this stereotype. Okay. I didn't come here expecting when I was first backpacking here to everybody's walking along the street. Willie and you know, private bits hanging out. Listen to me, private bits. Can't even say it. Aber Like a good Catholic boy. So who's but- just looking for a leather jacket. just looking for a leather jacket, lost in Europe looking for a leather jacket. Gott, Mann. Anyway, so no, but they do. Europeans do have a reputation of being freer with their bodies, and that is the main reason I moved here. Wirklich? No, Ja, denke ich. but I do appreciate it. I like you guys, like especially in Austria. Like you have a lot less. You have a lot of rules, but you're not this nanny state type. Ja. And also, you like this is on the freedom point. Stay with me for a second. And also, with your bodies, you're a lot freer. You feel much more comfortable in your skin. You know, you don't have to wear like, you know, really ridiculous clothing when you go out. You just go out naturally and chilled. And whereas in Australia and Britain, as you may have noticed if you've been there clubbing, this is one example of how people get really dressed up to go clubbing and stuff. Das hab ich in London bemerkt. Also ich meine, gut, da war ich vielleicht auch in den falschen Clubs, aber dort waren alles so aufbrezelt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, yeah. But here, I love that it's much more chilled and comfortable. ja, aber ich But glaube, das freedom hat with the echt bodies, was ja. auch mit der Mucke zu tun, weißt The du? Muckies, Nein, mit der Mucke, jetzt haben wir das andere the Mucke. mosquitoes. Nein, mit der Musik. Keine Ahnung, wenn du in die Prada-Sauna gehst Yeah, und es irgendwie ein Techno-Ding ist, I don't dann, go there. ja, aber dann bist du anders gekleidet, als wenn du Volksgarten gehst, so. Das Aha. hat, glaube ich, auch was damit einfach zu tun. Yeah. Wurst, okay, ja.
Yeah. Yeah, We got one other message that I'd like to mention, besides many others, saying, great job, guys. Thumbs up emoji. Wow. Yellow thumbs up emoji. Okay. I printed it out very small, but here we go. This just happened. This is from an account. I shouldn't read out their account, actually, should I? Weiß ich nicht. Anyway, this just happened. An old man enters the U1 at Schwedenplatz with a stool and sits down on it, waiting for the train. Me, as in, like, this guy asks, why are you carrying that stool? Old man, Doppelpunkt. I bring it to the Würstelstand and to the train station so I don't have to stand. He proceeds to get on the train and sit in a booth with the stool, taking up an entire bench. I thought it was nice that the person wanted to share this story with us. Finde ich cool. Yeah. Ich finde es auch ultra smart. Es wird dann immer so, Frau transportiert Sessel in der U-Bahn. Also so eine Schlagzeile. Ich meine, ja, Echt? für was ist denn dann die U-Bahn da? Was? Nein, in der Heute oder irgendwo. Du hörst dann immer so kuriose Dinge, wenn Menschen was durch die U-Bahn oder Oh, they move their stuff like they're ja, moving house. ja, warum nicht? Du bist in der Stadt, nicht jeder hat ein This fucking is so SUV. typical in a city, you know? Like in Vienna, what's the craziest thing you've moved on the U-Bahn? Can you think of one? Like a Ich glaube, chair? ich glaube, das war tatsächlich so ein fettes, altes, so ein riesiger Sessel, wie heißt das, Feuilleton? Die man drehen kann, futon, weißt du? Yeah, yeah. So richtig groß. Yeah. Daraus wird immer so eine Story aufgeblasen, wo ich mir denke, Mann, das sind ja Städtler, Mann, wo sollen die das sonst transportieren? Yeah, yeah. Ja, That's true. am Fahrrad wird schwer. Ja. Yeah. Daraus wird immer so ein, ja, Yeah. finde ich cool, smart, würde ich am And he Würstelstand brings it to Würstelstand. That's good. Hochding, ja. Ich glaube, da gibt es aber eher so ein gesetzliches Ding. Aber danke, dass du es mit uns geteilt hast, lieber Mann oder Frau. Yeah. But there are no seats at the Würstelstand. I found that very Wie, ingenious. der hat das uns jetzt geschrieben, oder wie? No, yeah, he said that he had that experience and he wanted to share it. Danke, Mann. I know Oder it, Frau. it is a he. No, it is a he. Ah, okay, danke. His name was wait, I can't say. Den it. Vornamen kannst du ja sagen, ist ja egal, oder? Oder? Whether he's Tony. Ich habe das Gefühl, die heutige Folge ist allgemein nur Jake's Newstime. What the fuck, man? I brought you interesting information. Okay, we're gonna Nein, go to a das ist ja break. gut, das ist ja nicht schlecht, aber du liest die ganze Zeit irgendwelche Dinge vor. Deswegen hätten No, wir den we- Trailer vorspielen sollen vielleicht. Are we taking a break? Na, ich habe eigentlich eine Voice-Message von den Zuhörern. Oh, we got gekriegt. another one. Ich That's habe auch great. was. Das ist aber eine Ich Frage. habe auch was. Na, aber ich habe danach... Peace, joy and pancakes. Ich habe danach auch... Ja, ich mit verstellter Stimme. Oh Gott. Hallo, ich wollte was fragen. Nein, It's like the 49-year-old hobby angler again. Gabriel, you don't have to fucking invent people on this podcast. We Ja, have aber- enough people out there we can convince with money. Hallo, that- ich bin der Herbert und Angler am Donaukanal. Ich wollte mal fragen, wie schaut's denn aus mit Fischen? But this would be a funny podcast, like a scripted podcast where you do like pretend you're like a talkback radio. You know when they used to get calls, a call after call after call, and then you just answer das the calls. auch ultra You pretend witzig. to be each. Ich hab das mal gemacht in meinem anderen Podcast, der Of auf course Eis you ist. did. Bullshit. Anyway, moving on. Here we go. Gabriel's got a voice message. Let's hear it. Ja, okay. Vielen Dank, by the way. Okay, servus Jake, servus Clumsy. Das ist ja so eine Frage, die in letzter Zeit Instagram und TikTok schon ein bisschen bewegt hat. Und da würde mich eure Einschätzung interessieren. Also sagen wir, es geht um Leben und Tod, ja? Was glaubt ihr, wie viele Fünfjährige könntet ihr besiegen? Ab welcher Anzahl von Fünfjährigen werdet ihr praktisch down? Ja? Sagt mal. Sag mal. First of all, what's besiegen? To win. Ja. To win. So So, many 5-year-olds? ja. I don't get it. Okay, also die Frage... Lost in translation. Sag Lost- mal. Also sag mal, danke für die... Yeah, thank you so much. I love this. Äh, Totes Leben. also die Frage geht wohl gerade anscheinend auf habe ich noch nicht gehört, auf Instagram rum oder TikTok. Ja. Wie viele, also sagen wir Boxfight, Ja. ja, du bist im Ring, Ja.
Wie viele Fünfjährige braucht es, die dich fertig machen? Wie viele One. könntest du handeln? I can't even handle one. Beat the crap out of me. Like, Verstehst du die they would Frage? just pull on my arm hair and I would scream like a little girl or boy. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Boxfight ist. Auf jeden Fall eine sehr kuriose Frage. Aber auf TikTok gibt es oft, sind teilweise richtig... But I love this question. How many 5-year-olds? Ja. Well, like, I'm imagining it now as if like a bunch of ants overtook. Ja, ich hatte das auch gerade, die so ein bisschen in so einem alten Cartoon, die dann so, und du bist dann nur noch voller Ameisen. Yeah. And they like crawl all over you and pin you to the ground and start kicking you in the nads. Ja. Which is Also ich sag 10 schaffe ich fix. 10. 10. You're a bigger man I than bet I am. 10. Tenner. Yeah, but it depends if they're ferocious 5-year-olds, like if they've been trained killers. Warte, stimmt, ich nehme es zurück. Wie sind denn Fünfjährige? Die können schon reden, schreien, treten, zwicken, gemein sein. Yeah, they can be very manipulative, like they can mess with your head. Echt? Like that's how they'll take you down, man. It's not like a physical fight in the end. It's going to be like they'll psychologically attack you and start picking out all your flaws and make you feel like the loser in their school. And then they'll take you down. You'll be crying in a corner and then they'll just have to like pull out your eyelash or something. Gott, die Frage hat wohl gerade kleine Wunden geöffnet von damals. It happened, man. This is Leave me alone. This is no hypothetical. Everything he said was true. How did he know? Well, I think even 5-year-olds can Google now. Like they could Google you and like stalk you for a couple of weeks and then really brain fuck you. Also ich glaube, Fünfjährige sind auf jeden Fall schon so smarter als Fünfjährige damals. Wenn ich jetzt an mich denke, wir sind sicher zu 5 vor einem Game Boy Color gesessen. Und heute, glaube ich, können Fünfjährige dir schon die aktuellen Aktienwerte ballern. Ja. Yeah, they'll destroy you through entrepreneurship. Ja, They're already following entrepreneurship quotes. And they're doing the no porn thing like pros. Wahrscheinlich hat eine Gruppe von Fünfjährigen hier diese Wealth-Tipps gegeben. Get up at 5, be 5. Get up at 5, be 5. Have a nap at 5. Yeah, they also nap during the day, which means they're much more Yeah, they have energetic. more energy. Oh, yeah. Have you ever seen a playground with kids, full of kids? Und deswegen sagen sie auch, schlaf nicht 8 Stunden, weil die ganze Zeit zwischen den Tagen pennen, so, weißt du. Yeah. Paar hier 10 Minuten, bisschen hier. But why do we stop napping? Like, I'm a big fan of napping. We should nap more. Mann, das ist, glaube ich, wirklich... Ich So glaube... Sorry, go on. Nein, ich glaube wirklich, wenn du wirklich meditieren kannst oder so echt für eine halbe Stunde raus kannst. Ich Ja. habe das nur 1-2 Mal probiert, meditieren. Einmal war ich so ein bisschen drin. Ist echt, wenn man das kann, ultra nice. Ich will jetzt gar Ja. nicht hier so Guru-mäßig klingen, Yeah. aber das ist schon auch so Nappen, wenn du das so echt 10 Minuten voll raus aus dem Tag. Yeah. Ich glaube, das kann dir richtig viel Push Push geben, it real good. So that's your 6-month challenge, man. Add it to your 6-month challenge. Und du Nap machst it. die 5-Jährigen fertig. No, Wie viele glaubst du the schaffst du? 5-year-old will make me fertig. Ich glaube auch, Mann. Also bei mir, die würden mich zerlegen, wenn sie schreien. Ich bin sehr empfindlich bei den Ohren. Yeah? Ja. Schreien halte ich schwer aus. Yeah. Ja. Yeah, no, I've seen those. Also hell ist so es gibt so ein paar Frequenzen vom Schreien, Mann. Yeah. Bluten mir die Ohren. No, I've had a lot of experience on the playgrounds, man. And these, when you see a playground full of kids, Mhm. Even if it's 3-year-olds, you'll be destroyed. Like if they turn on you in 1 second, you're outnumbered. They're full of energy. They've just been climbing on monkey bars and all sorts of stuff. So they're training like the army. Like they're doing obstacle course. They're doing obstacle courses outside. Like the playgrounds in Vienna are extreme. Like they have these like spider web things with ropes that kids are climbing to the top and like
throwing other kids down from. Like, this is Diese serious Outdoor shit. Gyms. Yeah, it's like full-on outdoor gyms, so they're going to be much fitter than us. Aber das ist vielleicht der geheime Plan von Österreich, so wirklich wieder so junge, kräftige, starke österreichische I think you're Menschen right. zu produzieren. They're doing a good job. Die wollen wieder größer werden, die wollen die Monarchie wieder ausrufen in Wirklichkeit. they're looking for the next Mozart as well. Ja. Training the next Mozart, because he was like a genius at 5 or something, no? Ja, komm, like jetzt lass mal die Mozart-Kiste außen. Sorry. We just throw it out the Hier window. Crocodile dann die. Oh, sorry. Just bringing up the nice Hör auf, things. immer about über this country. Mozart zu reden. Jacob, So ich yeah, kann es nicht mehr hören. Immer Österreich und Mozart. well, you don't want to be. Yeah, let's go to the break. Ja, ich würde auch sagen. Yeah, the 5-year-olds would kick our ass. Yours 10, mine would be 1. That would Ja. psychologically bring me to my knees. Ich Remind glaub- me of when I was 5. Ich glaube, ich würde so noch stehen und so die Arme ausgestreckt haben und so alle Kinder würden sich an den Armen festhalten und ich so, lasst mich los. Und dann schreien sie und ich wie ein Herr der Ringe, Nazgul. Kennst du die Szene, wenn die Nazguls? Yeah, sure. I'm nodding my head right now. Ja, okay. I love it when Voldemort Hey, ich wünsche comes euch eine in schöne at that Pause point. da draußen. Ja. Voldemort's in that scene, no? Ich hoffe, ihr genießt den Montag so sehr wie wir. They might be listening to it on another day. Ja, like macht it's not nichts. like everybody storms the podcast on a Okay, Monday. dann einfach bis gleich. Peace, ciao, Bro. So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe TWG-Gang da draußen. So, I didn't have my mic in front of me. hallo und herzlich willkommen zurück, liebe TWG-Gang da draußen. Ja, Jacob hat mir jetzt doch ein Reparaturseil in die Hand gedrückt, war gut. Auf jeden Fall, boah, du glorifizierst It's hair- die ganze Zeit hair of the Alkohol dog. die ganze Zeit. No, I do not. Alkoholfreies Bier. No, I Ja. was about to say that's hair of the dog in Genau, English. ja. Man muss kurz dazu sagen, wir waren gerade kurz draußen an der frischen Luft und im Stiegenhaus. At the Hab ich Wurst grad was- studio. Ja, at the Wurst Studio habe ich gerade echt Jacob, würdest du sagen, ist das für dich das Wiener Bild, was du gerade gesehen hast? Beschreibe uns kurz die Situation. No, I wouldn't say it's the Wiener Bild, but we saw we were coming in from the Hof, and we got stuck behind on the stairs from an elderly man who was gingerly or slowly making his way up the stairs with a smoke in his hand. Ja, und And- Einkaufstasche. He was like lightning, that guy. Ja, But we got stuck behind das war him. herrlich. Wir gasen jetzt ein bisschen an, weil wir haben uns ein bisschen verplaudert. Eigentlich nehmen wir uns immer vor ein bisschen weniger kürzere, aber jetzt sind wir wieder bei 1,5 Stunden. Deswegen machen wir noch ganz schnell Jacobs News Time. Ja? Und Da, bevor das da. losgeht, ihr wisst ja was. Hit the violins. Jacob, der rasende Reporter und seine wirklich nicht spannenden Geschichten. The Worst Guide to Living in Austria präsentiert die News, die absolut kein Mensch braucht. Wirklich, no joke, sie sind schrecklich. Jo, und in diesem Sinne, sie sind wirklich schrecklich, muss man echt sagen. Vielen Dank. Das könnt ihr nämlich auch machen. Ihr könnt uns auch Nachrichten schicken, die der Jacob vorlesen soll. Ja. Den Service bieten wir hier auch an bei TWG. Uns hat eine Zuhörerin was geschickt und ich musste wirklich sehr lachen, weil wir bleiben im animalischen Modus heute. Du warst vorhin bei Haien und Ja. Ungeheuern. Yeah. Und ich habe hier jetzt eine Geschichte aus China, glaube ich, mitgebracht. 2019. Aber es ist auf jeden Fall, es fällt in die Kategorie The Worst News. Okay. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, du liest uns das vor. Es ist ein kleiner, schöner Absatz mit einem Bild dazu. Das kannst du vielleicht auch beschreiben. Ich gebe dir mal das Handy. Here we go. Oh.
Nach Sexorgie in Tierhotel brauchte Kater Infusionen. Völlig am Ende seiner Kräfte, aber dafür happy war Kater Sipi nach einer Übernachtung in Tierhotel. What is a Tierhotel? Yeah, like a dog hotel, you know. There's such a thing? Ja. For example, Tierhotel, für alle, die es nicht wissen, ist halt, wenn du auf Urlaub fährst zum Beispiel und du hast Haustiere And you stay in a... und dann kannst du deine Tiere wohin bringen, damit die einfach für eine Woche, da wird sich um die gekümmert für eine Woche. Ja. So pretty much a place where you chuck your dogs when you don't... Genau, your wenn, dogs du, and wenn, du, cats. wenn du niemanden hast, der darauf aufpassen kann, bringst du die dorthin, zahlst ein bisschen Geld und da ist Shelter praktisch. Okay. Die Samtpfote brauchte sogar Infusionen. Hier die Story, die weltweit für Lacher sorgt. Das Ehepaar Zar aus Guangdong in China, brachte den russisch-blau Kater für eine Nacht ins Tierhotel. Aber die Mitarbeiter der nicht kastrierten Kater, getrennt von weiblichen Artgenossen, Unterstützung erbringen. Dann das Drama. Als Sipoi nach 28 Stunden wieder abgeholt wurde, bewegte er sich kaum mehr. Musste in ein Tierspital gebracht und per Infusionen aufgepäppelt werden. Was war passiert? Ja, was war passiert, Jacob? Der Angestellte liest I just realized the name of this, the headline of this article. Siopi in der Nacht frei herumlaufen. Der Kater sich nicht zweimal bieten. Er beglückte alle vorhandenen Katzen. Righto. Die ausgiebige Orgie Orgie. Ja, Orgie. I think it sounds better as Orgie. Orgie, ja. The Sexorgie, werde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der Kater ist zwischenzeitlich wieder Vorlauf, aber es kann, wie es kommen musste. 4 der Katzen, die Sipi beglückt hatte, sind jetzt trächtig. Schwanger. Of course, they're pregnant. Das Tierhotel entschuldigt sich, will jetzt alle Betroffene entschädigen. Sehr schön. Jacob, was sagst du dazu? Sexorgie in einem Tierhotel. First of all, I don't feel this news is aktuell genug. I feel it needs to be more urgent. This is the worst news guide for many people out there. This is the only news source they get about Austria. But in other news, I find it a very interesting story that a cat was set free in an animal hotel. And he had sex with a bunch of other cats. And that's what happens when you put a bunch of animals in a room together. Yeah, but he had so much sex then that... He died. No, he did not die. No, he didn't. He had sex until he fall in coma. Or I don't know. He fell into a coma. Also ich finde schon, dass das zu den Worst News dazugehört. Das ist nämlich eine Geschichte, die passiert nicht jeden Tag. Yeah? Well, I feel like this news article brings us full circle back to the beginning where we talked about porn shame. Yeah. I don't think we should shame a cat for doing what it's designed to do and having sex with several other cats until it falls into a coma. Cats, ja, jeder weiß, Katzen, die sind biologisch dafür gemacht, einfach Sex zu haben. Das sind Sexkatzen. Sextiger. Sextiger. That's what they call you, no? Ja. Sextiger. Ich fand die Geschichte lustig. Vielen Dank fürs Zusenden.
I really appreciate that somebody sent us that as well. And that was also the Heute. This is the highest quality of news we're getting today from the Heute. Ja, das stimmt allerdings. Ich fand's trotzdem sehr witzig. Yeah, well, it is funny because there was sex in the story and a cat. So there was always going to be a scandal in there that would make us... Es war alles drin, was Menschen hören wollen. Sex, Katzen, Haustiere, das sind so viele Emotionen drin. In einem Absatz, ja. Yeah, should be a Netflix series. Sex, Orgie in Katzenhotel. Yeah, and the last episode... Das könnte auch unser Titelname sein. The last episode is when the cat passes out. Oh Gott. Ja, das war's, würde ich sagen, mit Newstime, mit der heutigen Folge, liebe Leute. Oder? Machen wir den Deckel drauf. Ja. Was gehst du noch an die Woche? Mate, I like that you have put the Deckel on the drauf. Ja? No, the drauf on the Deckel. Ich mag's auch eigentlich. You put the lid on the... Yeah, I like when you do that. TWG Gang finde ich geil. Yeah, TWG Gang. Yeah, it's going to catch on in maybe in China. Maybe, yeah. You know, that's one thing Thomas Brezina told me when he was in here for a podcast before you came in, Gabriel, and took the whole thing. I don't know, like, it's up to the listeners to say whether you took it to another level or you took it somewhere else. You know, like somewhere else. It's up to interpretation. It's like an abstract piece of art. Ja. You can interpret from it what you wish. Das stimmt. Niemals den Künstler, Künstlerin fragen, was sie damit gemeint haben. Exactly. Das ist auch eine wichtige Regel im Museum, ne? Yeah. He told me that his books are very famous in China. So maybe our podcast will become very famous in China. Ja, das stimmt. Da müssten wir aber das Titelbild, finde ich, noch ändern. Ich sollte keine Holzfällerhemd tragen. Du siehst, mir ist das ein Anliegen. Wir könnten nämlich das Podcastbild allgemein, wir können unsere Köpfe schon reingeben und das Podcastbild ändern, weißt du? Ja. Ja, aber halt irgendwie schönere Bilder. Yeah, but you're complaining about me in yourself in the picture of... Du schaust cool aus. No, I do not look cool. This is a cutout of me. This isn't even the real me. They don't want to use the real me in the photo. It's the cardboard Jacob. Yeah, it's the cardboard Jacob because, like, so for those that are not in on it, I got that as a present for my last birthday from my colleagues. Das ist sehr süß. It's sweet, huh? Aber stell dir vor, du machst dir das selber. Stell dir vor, du bist so verliebt und gehst zu irgendeiner Druckerei und sagst, hey, ich bräuchte bitte einen lebensgroßen Kartonaufsteller von mir selber. And you're like standing in there, asking for them to print a big cutout of you. Und dann, ich stelle mir nämlich den Moment lustig vor, wenn du den Scheiß dann nach Hause transportieren musst und dann rennst du in der Straße unterm Arm mit so einem... That would be the strangest thing that then I move in the U-Bahn. Yeah, I promise I'll do it once I find that leather jacket. Okay. The 130,000 Euro. Das wäre verrückter Medienunternehmer transportiert ein Bild von sich selber in Wiener U-Bahn. Yeah, exactly. It's gonna definitely take over the whole story about the Donau-Hai. Ja. Jacob, was machst du noch die Woche? Was geht ab? Nothing, mate. I'm going to go home and watch porn and drink everything but water. And what are the other things that in the 6-month challenge that you can't do? Ja, das I don't know what I'm going to do this weekend. It's going to just happen. It's going to spontaneously be a random collection of events that's going to play out over my life and like most of my life. Hört sich auch gut an. Vielleicht noch für euch, wir suchen schon fleißig an einem Gast, der uns nicht nächste, aber vielleicht übernächste Folge oder so beglücken wird. Ja. Wie der Kater die Katerdamen, die Katzendamen beglückt hat praktisch. Nobody's ever going to come in here. So what Gabriel is trying to do, cat sex orgy or sex orgy Podcast-Orgie. Es wird eine Podcast-Orgie. A Podcast-Orgie. Aber eine Audio-Orgie, Digga. Eine Audio-Orgie. Yeah, that's what's going to happen. So if you have a guest you'd like us to have on, we've had already some people request guests and we've got some lined up. So we'll put you in the queue, just send it over. And what else can they do, Gabriel, to help us out, you know? Also Leute, für euch ist das ganze Ding hier gratis, umsonst, ja. He's speaking to you directly right now. Ja, ich spreche zu dir, Österreich. No, just to one person. Because that's all we've got as listeners, just one person. And it's your mother, thank her. Okay. Also danke Mama,
Aber es wäre cool, Mutti, wenn du am Schluss der Folge oder am Anfang der Folge noch auf die Sterne oben klickst. Ja? Wir müssen uns jetzt leider bewerten lassen. Gehört jetzt zum Game dazu. Drückt mal auf die 5 Sterne oder 4, 3, wie ihr wollt. Ja? Wie immer ihr fühlt. Einen nicht. Einen ist es nicht. Dann lieber gar nicht. Yeah, exactly. Just step away from the stars. Auf iTunes kann man auch Sterne geben und uns bewerten. Man kann die Folge teilen. Man kann sie gerne hören. Man kann sich freuen. Man kann uns was senden. Mitmachen. Subscribe. No, not scribe. Don't scribe the series. Write it all down. Subscribe. Abonnieren. Dann Jacob Moss abonnieren. Wenn ihr Bock habt, könnt gerne auch was schreiben an uns. Wir probieren das hier reinzubringen. Ihr seht, es funktioniert. Und ja, ich würde sagen, ich halte jetzt die Schnauze, ich mache einen Deckel drauf. Jacob, du beendest. Beautiful. And it feels more and more ridiculous the more I do it with you in the room. It felt much better when I did it by myself because nobody was looking at me with those judging eyes. It's gone from Valencia sunshine eyes to judgy porn shaming eyes. No, that's not true. Gabriel has the sweetest smile. On that note, it doesn't matter how bad you've got it. According to the Viennese, they've got it worse. On that note, I'll say Bussi and Papa. So aus dem Zusammenhang gerissen, dass ich das aber die Ehre schwierig von mir jetzt momentan. Oder? Das will, Ach so, ja, okay. Ja. Ich mag nimmer.